Diese ältere Frau mag wie eine nette, freundliche Oma aussehen, aber sie ist der lebende Beweis dafür, dass es keine Altersbeschränkungen gibt, wenn es um das Böse geht. Wäre da nicht der Notruf gewesen, der die qualvollen letzten Momente des Opfers festhielt, wäre ihr dieses schwere Verbrechen vielleicht durchgegangen. Am 18. Mai 2012 um 17 Uhr erhielt Max Daszewski einen alarmierenden Anruf von seinem guten Freund Jonathan Hoffman. Beide Jungen besuchten die Oberstufe der Farmington Central High School im prestigeträchtigen Stadtteil West Bloomfield, Michigan. Sie lernten sich in der 9. Klasse im Englischunterricht kennen, als einer den anderen fragte, ob er Tupac möge, einen der größten und einflussreichsten Hip-Hop-Künstler in der Geschichte der USA. Damit begann ihre Freundschaft. Jonathan gestand Max, dass er gerade einen vom Gericht angeordneten Test auf illegale Substanzen nicht bestanden hatte. Der Junge befand sich seit 2 Monaten auf Bewährung, seit die Polizei in seinem Auto eine verbotene synthetische illegale Substanz gefunden hatte. Der Oberstufenschüler war besorgt, weil seine Großmutter Sarah, wie er sagte, wütend war. Der 17-jährige Jonathan Hoffman lebte seit 9 Monaten in der Wohnung seiner Großeltern, nachdem seine Eltern sich scheiden ließen und nach Arizona gezogen waren. Zunächst war er mit ihnen mitgezogen, doch nur wenige Wochen nach der Ankunft am neuen Ort erlitt die Familie einen schweren Schlag. Bei seiner jüngeren Schwester Jessica wurde ein gutartiger Gehirntumor diagnostiziert, der zahlreiche Operationen und ständige medizinische Überwachung erforderte. Durch den Wechsel in eine neue Schule und die Krankheit seiner Schwester fühlte sich der Teenager unglücklich und deprimiert. Jonathan war begeistert, als seine Großmutter Sarah ihm vorschlug, nach West Bloomfield zurückzukehren und eine Zeit lang bei ihr zu wohnen, bis er sein letztes Schuljahr abgeschlossen hatte. Der Junge war überglücklich, zu seinen Freunden und in die vertraute Atmosphäre von Farmington zurückzukehren. Allerdings waren nicht alle mit der Vereinbarung zwischen Enkel und Großmutter zufrieden. Jonathans Vater Michael, ein bekannter Anwalt, hatte über die Jahre einige beunruhigende Aspekte im Charakter seiner Schwiegermutter beobachtet. Die 70-jährige pensionierte Lehrerin und Mutter von 5 Kindern konnte äußerst aufdringlich und sehr streng gegenüber Menschen sein. Aber sie und ihr 85-jähriger Ehemann Fred liebten ihren Enkel über alles. Da der Highschool-Schüler davon träumte, wieder mit seinen Freunden zusammen zu sein, willigte sein Vater schließlich ein. Nun war Jonathan wieder in seinem Element an der Farmington High School, wo er als lokaler Spaßvogel bekannt war. Als hochbegabtes Kind und Technikgenie hatte er sich bereits ein Vollstipendium für die Eastern Michigan University gesichert. Seine Freunde kannten ihn als unbeschwerten, lebensfrohen und positiven Menschen. Deshalb löste Jonathans Anruf bei Max eine seltsame Unruhe aus. Sein Freund klang nicht wie sonst. In seiner Stimme schwang nicht nur Besorgnis, sondern auch Angst mit. Die Freunde verabredeten sich für denselben Abend. Jonathan sagte seinem Freund, dass er ihm in den nächsten 30 Minuten eine Nachricht schicken würde, um die Uhrzeit zu bestätigen. Max wartete auf die Nachricht, aber nach 40 Minuten hatte er immer noch nichts von seinem Freund gehört. Da er es leid war zu warten, wählte er selbst Hoffmans Nummer. Es ertönten lange Signaltöne, aber niemand nahm ab. Er wusste noch nicht, dass Jonathan ihm nie wieder antworten würde. Kurz zuvor, um 18:20 Uhr, ging bei der Polizei von West Bloomfield ein Anruf aus dem Haus von Sandra Lane, Jonathans Großmutter, ein. Ein Teenager rief an und teilte dem Disponenten mit, dass gerade auf ihn geschossen worden sei. 3 Minuten lang rang er nach Luft und bat um Hilfe, wobei er sagte, dass er sterben würde. Der Mann, der ihn angegriffen hatte, ging irgendwo hin, aber offensichtlich nicht, um Hilfe zu holen. Was dann geschah, war noch schrecklicher. Der Notdienst hörte am Telefon, wie Jonathan jemanden anflehte, ihn zu retten, und dann waren mehrere Schüsse zu hören. Der Junge schrie vor Schmerz und flüsterte, dass er sterben würde. Nach einer kurzen Pause war ein weiblicher Schrei zu hören, und dann wurde es still. Gegen 17:30 Uhr hielt die Polizei von West Bloomfield vor einem gepflegten Rasen eines Mehrfamilienhauses in der ruhigen, geschlossenen Wohnsiedlung Yellow Pines Villa. Ein Nachbar hatte Schüsse gemeldet. In dieser Gemeinde wohlhabender Einwohner, hauptsächlich Rentner, sind Straftaten eine Seltenheit, ganz zu schweigen von Gewaltverbrechen. Als die Polizeibeamten jedoch aus ihrem Streifenwagen stiegen, hörten sie einen Schuss aus dem Haus. Bevor sie das Gebäude betreten konnten, erschien eine Frau an der Eingangstür. Nachdem sie der Aufforderung der Polizisten, ihre Waffe fallen zu lassen, nachgekommen war, kam eine zierliche ältere Dame mit rotgrauen Haaren in Hauskleidung aus dem Eingang.
Sie hob die Hände, um das Feuer einzustellen, und teilte den Ordnungskräften mit, dass sie gerade ihren Enkelsohn getötet habe. Das war schockierend, aber es war nichts im Vergleich zu dem, was die Polizisten in der Wohnung vorfanden. Als sie das Haus betraten, bot sich den Beamten ein schrecklicher Anblick. In fast jedem Zimmer waren Blut und Verschmierungen zu sehen. In den Wänden und Möbeln klafften Einschusslöcher, auf dem Boden lagen Patronenhülsen und an der Eingangstür lag eine halbautomatische Pistole vom Typ Glock 17, Kaliber 9 mm. Später, während der forensischen Untersuchung, wurden im Haus noch mehrere Ersatzmagazine dafür gefunden. Im Obergeschoss fanden die Polizisten den 17-jährigen Jonathan Hoffman. Der Junge lag mit dem Gesicht nach unten in einer Blutlache und hatte mehrere Schusswunden in Brust, Armen, Rücken und Bauch. Einige der Schüsse wurden aus nächster Nähe abgegeben. Sanitäter brachten ihn sofort ins Bosford-Krankenhaus, in der Hoffnung, sein Leben retten zu können, aber um 18 Uhr starb der junge Mann tragischerweise an seinen Verletzungen. Auch Sandra wurde vorsichtshalber ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Die Ärzte führten mehrere Untersuchungen durch, um sicherzustellen, dass sie in Ordnung war. Einen Tag später wurde Sandra wegen Mordes an ihrem Enkel angeklagt. Sie wurde ohne Kaution in Haft gehalten, sodass es den Geschworenen überlassen blieb zu entscheiden, ob sie eines schweren Verbrechens 1. oder 2. Grades schuldig war. Die Frau selbst beteuerte ihre Unschuld. Jonathans Familie, seine Freunde und Nachbarn waren erschüttert und konnten das Geschehene nicht glauben. Was könnte Sandra dazu gebracht haben, den Abzug zu betätigen und die Waffe auf ihren minderjährigen geliebten Enkel zu richten? Die Medien erfuhren schnell von der schrecklichen Schießerei in der ruhigen Nachbarschaft und begannen, verschiedene Theorien aufzustellen. Es verbreitete sich das Gerücht, Jonathan habe einen Test auf illegale Substanzen nicht bestanden. Die Journalisten griffen die Geschichte von 2 nachlässigen Eltern auf, die die Verantwortung für ihren von illegalen Substanzen abhängigen jugendlichen Sohn auf ältere Menschen abgewälzt hatten. Die Aussage der Großmutter deutete darauf hin, dass sich zum Zeitpunkt seines Todes eine verbotene synthetische illegale Substanz in Hoffmans Körper befand, wegen der er zuvor Probleme gehabt hatte. Seinem Tod ging eine andere aufsehenerregende Geschichte voraus, die mit dem Konsum von Halluzinogenen zu tun hatte. Nur 2 Wochen zuvor wurde ein anderer junger Mann, der unter dem Einfluss von illegalen Substanzen stand, beschuldigt, seine Familie mit einem Baseballschläger angegriffen zu haben, was zum Tod führte. Der Teenager namens Tucker Cipriano und sein Freund nahmen eine Dosis der verbotenen Substanz, bevor sie ihre Eltern angriffen. Sandra Leines Anwalt versicherte, dass die Frau echte Gründe hatte, eine solche Entwicklung zu befürchten und um ihr Leben zu fürchten. Ihr wurde ein junger Mann aufgebürdet, der sich auf Bewährung befand und schwer zu kontrollieren war. Zu dieser Zeit gab es überall Berichte, dass diese Substanz bei Konsumenten Aggressionen hervorruft. Hätte sich in Sandras Haus dasselbe Szenario wie im Fall von Tucker Cipriano abgespielt, hätte sie dann ein Motiv gehabt, Jonathan zu erschießen. Selbstverteidigung war die Motivation der älteren Frau, die zur Waffe griff, zumindest versicherte sie dies der Polizei und später den Geschworenen. Die Großmutter sagte, dass ihr Enkel, seit er nach West Bloomfield zurückgekehrt war, unkontrollierbar geworden war, sich aggressiv und provokativ verhielt, stundenlang das Haus nicht verließ und mit Jugendlichen verkehrte, die von der Einnahme schädlicher synthetischer illegaler Substanzen abhängig waren. Die Eltern des Jungen hatten Sandra vor Jonathans Ankunft nicht darüber informiert, dass er süchtig nach verbotenen Substanzen war. Und während der gesamten Zeit, in der ihr Enkel bei seiner Großmutter wohnte, zeigten weder sein Vater noch seine Mutter besonderes Interesse daran, was er tat. Laut Sandra hatte Michael, der Vater, den Jungen sogar völlig aufgegeben. In der Zwischenzeit geriet Jonathan regelmäßig in Wut und ließ seine Wut aus, zerstörte Dinge in seinem Zimmer und trat gegen Schranktüren. Wenn er und seine Großmutter in einer Frage unterschiedlicher Meinung waren oder ihn etwas beunruhigte, ließ er seine Wut an anderen aus. Der Teenager ging so weit, dass er seine eigene Ausrüstung zerstörte: Computer, Monitor, Telefon. Jonathan war sehr jung und wusste nicht, wie er mit seinen Emotionen umgehen sollte, so beschrieb Sandra Lane ihren Enkel. Die Polizei bestätigte, dass Hoffman zuvor illegale Substanzen konsumiert hatte. Am 17. März 2011 wurde Jonathan wegen Besitzes halluzinogener illegaler Substanzen angehalten und mit einer Geldstrafe belegt. Später wurde er bei einer Gerichtsverhandlung zu einer Bewährungsstrafe von 93 Tagen plus 12 Monaten Bewährungszeit
und obligatorischen Tests auf illegale Substanzen verurteilt. Jonathans Freunde erzählten der Polizei, dass sie wegen seiner Sucht besorgt waren und alles versuchten, um ihren Freund davon abzubringen. Sandra tat alles, um Jonathan dazu zu bringen, sein Leben in Ordnung zu bringen, sich auf seine Noten zu konzentrieren und sich an ihre Regeln zu halten, aber er forderte sie bei jeder Gelegenheit heraus und war unbeständig, unberechenbar und grausam. Ihr Ehemann Fred bestätigte, dass es zwischen Sandra und Jonathan seit seiner Ankunft ständig heftige Auseinandersetzungen gab. Sie rief sogar mehrmals die Polizei, weil der Highschool-Schüler völlig unkontrollierbar wurde, rief in der Schule an und bat um Hilfe, aber ohne Erfolg. Einmal, so Sandra, verlor der Junge unter dem Einfluss von illegalen Substanzen so sehr die Kontrolle über sich, dass das Krankenhauspersonal ihn an einen Rollstuhl fesseln musste. Die ältere Frau flehte die Eltern des Teenagers an, ihr zu helfen, aber sein Vater machte sich nicht einmal die Mühe, nach Michigan zurückzukehren. Mit der Zeit begann die Großmutter um ihr Leben zu fürchten. Sie gestand ihrem Mann, dass sie Angst vor ihrem Enkel und seinen unberechenbaren Freunden habe. In einem verzweifelten Versuch, sich und ihren älteren Ehemann zu schützen, und weil sie das Gefühl hatte, keine andere Wahl zu haben, kaufte Sandra eine Glock 17 Pistole zur Selbstverteidigung für den Fall, dass Jonathan oder seine Freunde sie angreifen würden. An jenem unglückseligen Morgen des 18. Mai 2012 fuhr Lane den Teenager zu einem Test, dessen Ergebnisse positiv auf das Vorhandensein von schädlichen illegalen Substanzen im Körper ausfielen. Jonathan wurde gebeten, später am selben Tag zu einem zweiten Test zurückzukommen. Als das Ergebnis erneut positiv ausfiel, geriet der Junge in Wut. Er saß im Auto seiner Großmutter, fluchte, trat wiederholt mit den Füßen gegen das Armaturenbrett und griff nach dem Lenkrad. Dreimal musste die Frau an den Straßenrand fahren und anhalten. Einmal versuchte Jonathan sogar, ihr die Autoschlüssel wegzunehmen. Als sie zu Hause ankam, eskalierte der Streit noch weiter. Aus Angst, ins Gefängnis zu kommen, plante der Schüler sofort nach Arizona zu fliehen und verlangte von seiner Großmutter Bargeld sowie die Autoschlüssel, bekam aber weder das eine noch das andere. Als Großvater Fred mit dem Hund spazieren ging, war Sandra sehr verängstigt und versuchte verzweifelt, den Teenager zur Vernunft zu bringen, aber er hörte ihr nicht zu. Dann ging sie in ihr Schlafzimmer hinunter und holte eine geladene Pistole, in der Hoffnung, damit ihren Enkel dazu zu bringen, ihr zuzuhören oder zumindest auf sie aufmerksam zu werden. Dann ging sie die Treppe hinauf zurück in Jonathans Schlafzimmer und fand ihn im Badezimmer. Anstatt ihr zuzuhören, beschimpfte der Junge sie, trat ihr in den Bauch und schlug ihr auf den Kopf. Es kam zu einer Schlägerei und Sandra schoss. Dann rannte sie in den Keller in der Hoffnung, sich dort verstecken zu können. Sie hatte große Angst und zitterte am ganzen Körper. Nach einer Weile beschloss die Frau nachzusehen, ob mit ihm alles in Ordnung war, aber ihr Enkel griff sie erneut an und versuchte ihr die Pistole zu entreißen. Sie kämpften miteinander und sie schoss erneut, um sich zu retten. Das alles klang wie eine Geschichte über ältere Menschen, die sich in einer ausweglosen Situation befanden, die schließlich dazu führte, dass Sandra ihren geliebten Enkel aus Angst, er könnte ihr wehtun oder ihr Leben nehmen, auf tragische Weise erschoss. Aber war wirklich alles so, wie Lane es erzählte? Im Laufe der Ermittlungen zeichnete sich ein ganz anderes Bild ab. Und obwohl es ebenso tragisch war, war es gleichzeitig viel beängstigender. Die erste der zweifelhaften Aussagen, die Sandra über Jonathans gewalttätige Persönlichkeit gemacht hatte, entsprach nicht der Wahrheit. Befragungen von Personen, die den Oberstufenschüler persönlich kannten, ergaben hingegen, dass sie nie von seiner Neigung zu Gewalt gehört hatten. In der Schule galt er als Scherzkeks und Pazifist. Der Junge beendete jede Auseinandersetzung mit Humor und Witz. Seine Freunde versicherten, dass sie in den letzten Monaten keine Veränderungen an Jonathan bemerkt hätten. Außerdem war der verstorbene Teenager sehr schlank. Mit einer Größe von nur 1,76 Meter und einem Gewicht von 50 Kilogramm konnte man ihn nicht als kräftigen Jungen bezeichnen. Er und seine Großmutter hatten ungefähr die gleiche Statur. Anscheinend war Sandra die einzige, die Jonathans Wutausbrüche mitbekommen hatte. Aber selbst das wurde nun in Frage gestellt. Ihr Mann Fred sagte, er habe gesehen, wie das Paar sich gelegentlich heftig gestritten habe, aber er habe nie Gewalt beobachtet. Dabei war der Großvater fast die ganze Zeit zu Hause. Fred bemerkte, dass Sandra sehr aktiv Verantwortung für Jonathan übernahm, sich regelmäßig bei seinen Lehrern nach seinen Noten erkundigte und strenge Regeln und Richtlinien für ihren Enkel festlegte. Weil der Teenager sich nicht daran hielt, ging alles schief.
Fred erinnerte sich auch daran, wie er seine Frau gebeten hatte, den Jungen zurück zu seinen Eltern nach Arizona zu schicken, aber sie lehnte ab. All dies widersprach Sandras Behauptung, dass ihr Enkelsohn in ihre Obhut gegeben worden sei. Sandras Tochter Jennifer erzählte der Polizei, dass Jonathan während der 9 Monate, in denen er bei seinen Großeltern lebte, jeden Tag mit ihr telefonierte und einmal im Monat das Wochenende bei ihnen verbrachte. Während dieser ganzen Zeit erwähnte ihre Mutter nie irgendwelche Probleme zwischen ihr und ihrem Enkel und deutete nicht einmal an, dass sie mit ihm nicht zurechtkomme. Erst als Jennifer erfuhr, dass Jonathan wegen des Besitzes illegaler Substanzen Probleme mit der Polizei hatte, stritt sie sich mit ihrer Mutter darüber, was mit ihm geschehen sollte. Jennifer wollte den Teenager in eine Entzugsklinik schicken oder ihn zurück nach Arizona holen, aber Sandra versicherte ihr, dass sie die Situation selbst in den Griff bekommen würde. Schließlich gab die Tochter nach und traf die schicksalhafte Entscheidung, ihren Sohn in der Obhut ihrer Eltern zu lassen. Die Polizei wurde tatsächlich 2-mal zum Haus der Leines gerufen. Das erste Mal im März 2012, als Jonathan selbst den Notdienst anrief, nachdem er Zauberpilze, halluzinogene illegale Substanzen gegessen hatte und unter Wahnvorstellungen litt. Der Highschool-Schüler hatte das Gefühl, dass er sterben würde. Laut Polizeibericht war der Junge nicht aggressiv, als die Streifenpolizisten auf den Notruf hin eintrafen. Er erschrak nur, als er die Ordnungskräfte sah. Jonathan warf sich einem der Beamten in die Arme, dann wurde er zu seiner eigenen Sicherheit auf eine Trage geschnallt und ins Krankenhaus gebracht. 4 Tage nach dem Vorfall mit den halluzinogenen illegalen Substanzen rief Sandra den Notruf an. Sie sagte dem Disponenten, dass ihr Enkel wütend sei und versucht habe zu fliehen, während Jonathan dem Disponenten erzählte, dass seine Großmutter versucht habe, ihn in ihr Auto zu zerren und einzusperren. Als die Polizei am Haus in der Brookview Lane eintraf, fanden sie Hoffman vor und boten an, Maßnahmen gegen den aufgebrachten Teenager zu ergreifen, aber Sandra bestand darauf, sich selbst darum zu kümmern. Im Polizeibericht wurde der Vorfall als typische verbale Auseinandersetzung zwischen Eltern und Kindern beschrieben, die beigelegt worden sei. Für die Ermittlungsbeamten sah es immer weniger nach einem Fall aus, in dem ein gewalttätiger Teenager außer Kontrolle geraten war, sondern eher nach einer Situation, in der eine dominante Frau beschlossen hatte, ihrem ungehorsamen Enkel ihren Willen aufzuzwingen. Die Anhörung am 12. April wegen des Besitzes illegaler Substanzen und die anschließende Bewährungsstrafe schienen Sandra aus der Fassung gebracht zu haben. Sie war überzeugt, dass sie ihren Enkelsohn erziehen konnte. Bis zu diesem Zeitpunkt war die Großmutter fest entschlossen, Jonathan wieder auf den rechten Weg zu bringen. Da jedoch der Schulabschluss kurz bevorstand und ihre Möglichkeiten von Tag zu Tag geringer wurden, schien dies zunehmend eine aussichtslose Mission zu sein. Zu diesem Zeitpunkt hatte Sandra viele Optionen. Sie hätte ihre Tochter anrufen oder ihren Enkel in eine Entzugsklinik schicken können. Stattdessen kaufte sie jedoch eine halbautomatische Pistole und nahm mehrere Schießstunden im Schießstand. Sandra war fest entschlossen, diesen Willenskampf zu gewinnen und die Kontrolle über ihren eigensinnigen jugendlichen Enkel zu erlangen, koste es, was es wolle. 4 Tage nachdem Jonathan zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden war, beantragte Sandra eine Genehmigung zum Besitz und Tragen von Schusswaffen. Am 18. April kaufte sie sich eine halbautomatische 9 mm Glock und erklärte dem Ladenbesitzer, sie benötige die Waffe zum Schutz ihres Hauses. Die Frau wählte eine Waffe, mit der sie tödliche Schüsse abgeben konnte. Zusammen mit der Waffe kaufte sie eine Schachtel Patronen mit Hohlspitzgeschossen, die dafür ausgelegt sind, dem Ziel maximalen Schaden zuzufügen. Diese werden häufiger von Jägern verwendet. Nach dem Kauf der Pistole nahm Sandra Unterricht im nächsten Schießstand, bis sie das Gefühl hatte, den Umgang mit der Waffe gelernt zu haben. Die ganze Zeit über hielt sie ihre neuen Fähigkeiten vor ihrem Mann geheim, der keine Ahnung hatte, dass sich eine Pistole im Haus befand. Er war ziemlich überrascht, als er erkannte, wie viel seine Frau hinter seinem Rücken getan hatte. An dem tragischen Tag, dem 18. Mai 2012, kamen Sandra und Jonathan gegen 17 Uhr nach Hause. Die Frau bat ihren Ehemann Fred, mit dem Hund Gassi zu gehen und bat ihn eindringlich, nicht zurückzukommen, bevor sie es ihm erlaubte. Sie mussten so lange draußen bleiben, dass nicht nur der Besitzer, sondern auch der Hund müde wurde. Sie saßen zu zweit auf dem Rasen und schauten sich ein Basketballspiel an. Das erzählte Fred Lane, der Großvater des verstorbenen Schülers, in einem Interview. Als der Mann die Polizeisirenen hörte, verstand er zunächst nicht, was passiert war. Warum wollte Sandra also, dass Fred das Haus verlässt? Das ähnelte eher nicht dem Verhalten einer Frau, die um ihr Leben fürchtete.
sondern dem Verhalten einer Person, die einen Plan hatte und diesen offensichtlich ohne Einmischung von Außenstehenden oder Zeugen umsetzen wollte. Wäre Jonathan nervös und aufgeregt gewesen, wie seine Großmutter beschrieb, hätte Fred sie kaum allein gelassen. Aber die wirklich überzeugenden Beweise gegen Sandra standen noch bevor. Um 17 Uhr desselben Tages telefonierte Jonathan mit seinem Freund Max und bestätigte ihre Pläne für den Abend. Max Staszewski erzählte der Polizei, dass Hoffmans Stimme nicht wütend oder aufgeregt geklungen habe. Er hatte vor etwas Angst. Jonathan war wegen seines nicht bestandenen Tests auf illegale Substanzen besorgt und hatte Angst vor seiner Großmutter. Seinen Worten zufolge war Sandra so wütend, dass sie drohte, ihn zurück nach Arizona zu schicken. Sandra versicherte, dass ihr Enkel sie brutal angegriffen und ihr Schläge auf Kopf und Bauch versetzt habe, bevor sie mit der Pistole geschossen habe. Unmittelbar nach dem Vorfall wurde sie jedoch vom medizinischen Personal des nächstgelegenen Krankenhauses untersucht, das keine Verletzungen oder Spuren feststellen konnte. Die ballistische Untersuchung ergab, dass Sandra mehr als 10 Mal an verschiedenen Stellen im Haus den Abzug betätigt hatte und 6 Kugeln Jonathan getroffen hatten. 2 Schüsse trafen ihn in den Rücken, was darauf hindeutet, dass der Junge versucht hatte, vor Sandra zu fliehen. Ein weiterer Schuss traf ihn in den Bauch, während er verwundet mit dem 911-Dispatcher telefonierte. Die Polizisten waren sich sicher. Nicht Jonathan hatte Sandra verfolgt. Es war die Großmutter, die ihrem Enkel folgte, um ihn für all seine schlechten Taten zu bestrafen, während der Junge versuchte, sich zu verstecken. Irgendwann ging die Frau in den Keller, um die Pistole nachzuladen. Wahrscheinlich ging der Teenager in dieser Zeit nach oben in sein Schlafzimmer, um den Notruf zu wählen. Dann kam sie zurück und schoss aus nächster Nähe auf den Jungen, der blutend auf dem Boden lag, ihren eigenen Enkel. Die Ergebnisse der toxikologischen Analyse versetzten Sandras Behauptungen zur Selbstverteidigung den letzten vernichtenden Schlag. Dem Bericht zufolge wurden zum Zeitpunkt der Schüsse keine illegalen Substanzen in Jonathans Blut gefunden. Nur in seinem Urin wurde ein Metabolit der illegalen Substanz nachgewiesen. Der Gerichtsmediziner erklärte, dass die im Urin gefundenen Restfragmente bewiesen, dass alle Substanzen aus dem Körper ausgeschieden waren und keinen Einfluss auf Hoffmans Verhalten hatten. Mit anderen Worten, Jonathan war völlig zurechnungsfähig, als Sandra das Feuer auf ihn eröffnete. Infolgedessen wies die Jury die Behauptung der Angeklagten zur Selbstverteidigung zurück. Am 19. März 2013 wurde Sandra Lane wegen eines schweren Verbrechens gegen ihren Enkel Jonathan Hoffman für schuldig befunden. Vor der Urteilsverkündung bereute die ältere Frau ihre Taten und flehte darum, ihr zu glauben. Sie wollte dem Teenager nicht das Leben nehmen, sondern lediglich gemeinsam mit ihm eine Lösung für sein Problem finden. Unterdessen forderte ihre Tochter Jennifer die Höchststrafe für ihre Mutter und sagte, Sandra Lane sei das pure Böse und würde es, wenn sie die Möglichkeit hätte, sicher wieder tun. Sie beschrieb ihre Mutter als Monster, böse und besessen von akademischen Leistungen. Jennifer ist überzeugt, dass alles, was Lane in ihrer Erklärung gesagt hat, eine Lüge war. Sie fügte hinzu, dass ihr Sohn jetzt im Himmel sei, einem Ort, den Sandra niemals sehen werde. Sandra Lane erhielt eine Mindeststrafe von 20 Jahren sowie eine obligatorische 2-jährige Haftstrafe wegen der Verwendung einer Waffe zur Tötung eines Menschen, obwohl ihr Anwalt geltend gemacht hatte, dass sie einen längeren Gefängnisaufenthalt möglicherweise nicht überleben würde. Die Beerdigung von Jonathan fand am 22. Mai 2012 statt. An der Trauerfeier nahmen etwa 700 Menschen teil, die den jungen Mann kannten und liebten. Die Menschen erzählten von schönen Momenten aus ihrem Leben, die sie mit dem Verstorbenen verbracht hatten, und erinnerten sich daran, wie fröhlich er war und wie er alle um sich herum zum Lachen brachte. Jonathan hatte als Enkel die Erwartungen seiner Großmutter nicht erfüllt, die entschied, dass er in diesem Fall keinen Platz auf dieser Erde habe. Die Studentin meldete sich nicht mehr und die Polizei schaltete sich ein. Zunächst fanden sie keine Hinweise, doch schon bald nahm die Geschichte eine unerwartete Wendung, die den Verlauf der Ermittlungen grundlegend veränderte. Schließlich gelang es den Ermittlern, die Wahrheit aufzudecken, auf die niemand vorbereitet war. Shannon Schieber wurde am 8. August 1974 im US-Bundesstaat Maryland geboren. Seit ihrer Kindheit zeichnete sich das Mädchen durch eine außergewöhnliche Intelligenz aus.
Mit 1,5 Jahren konnte sie das gesamte Alphabet aufsagen und sogar in umgekehrter Reihenfolge wiederholen, und mit 3 Jahren las sie bereits fließend. Nach ihrem Schulabschluss mit Auszeichnung schrieb sie sich an der Duke University in North Carolina ein, wo sie in nur 3 Jahren einen Bachelor-Abschluss in 3 Fachbereichen erwarb: Mathematik, Philosophie und Wirtschaft. Nach ihrem Abschluss arbeitete Shannon 1 Jahr lang in einem Finanzunternehmen. Sie plante jedoch, ihre Ausbildung fortzusetzen. Sie wollte einen Job im Finanzbereich finden, aber nicht, um viel Geld zu verdienen. Sie hatte sich schon immer für soziale Gerechtigkeit interessiert und wollte deshalb Menschen helfen, die in finanziellen Schwierigkeiten steckten. Mit 23 Jahren erhielt sie ein Stipendium an der renommierten Wharton School of Business, das die gesamten Studienkosten abdeckte, und zog nach Pennsylvania. Sie mietete eine Wohnung im Zentrum von Philadelphia, in der Nähe der Schule, und begann mit ihrem Doktoratsstudium. Neben ihren herausragenden akademischen Leistungen war Shannon auch sportlich sehr aktiv. Sie liebte Schwimmen, spielte Lacrosse und ritt gerne. Am 7. Mai 1998 um 2 Uhr morgens erhielt die Polizei von Philadelphia einen Anruf von einem Mann, der im selben Haus wie Shannon wohnte. Er sagte, er habe aus ihrer Wohnung einen durchdringenden Schrei einer Frau und den Ruf »Hilfe« gehört. Der Nachbar ging in den Flur und näherte sich ihrer Tür, hinter der zu diesem Zeitpunkt Geräusche zu hören waren, als würde jemand nach Luft ringen. Der Mann versuchte, die Tür zu öffnen, aber sie war verschlossen. Auch auf sein Klopfen und Rufen antwortete niemand, und so beschloss er, die Polizei zu rufen. Während die Beamten zum Tatort fuhren, ging der Nachbar ins Erdgeschoss und klopfte an die Wohnung eines befreundeten Ehepaares. Der Mann überlegte, die Tür einzuschlagen, aber alleine hätte er das nicht geschafft. Allerdings war nur die Frau zu Hause, ihr Mann war bei der Arbeit. Schließlich blieb der Nachbar, um auf die Polizei zu warten, die in weniger als 5 Minuten eintraf. Als sie sich der Tür von Shannon näherten, war hinter ihr kein einziger Laut mehr zu hören. Die Beamten klopften mehrmals, aber es kam keine Reaktion, sodass sie dachten, dass niemand zu Hause sei. Der Nachbar versuchte, sie davon zu überzeugen, dass aus dieser Wohnung Hilferufe zu hören waren und dass die Frau, die eine Etage tiefer wohnte, zur gleichen Zeit ein lautes Geräusch gehört hatte. Die Polizisten waren jedoch der Meinung, dass die Schreie von der Straße gekommen sein könnten und der Nachbar sich einfach geirrt hatte, als er dachte, dass das Geräusch aus Shannons Wohnung kam. Sie stellten außerdem fest, dass die Eingangstür keine Einbruchsspuren aufwies und verschlossen war. Einer der Polizisten ging auf die Straße und leuchtete mit einer Taschenlampe auf den Balkon der jungen Frau. Die Tür war geschlossen und die Vorhänge zugezogen. Aufgrund all dieser Umstände kamen die Beamten zu dem Schluss, dass sie keinen ausreichenden Grund hatten, die Tür aufzubrechen. Sie sagten den Nachbarn, sie sollten die Polizei erneut anrufen, wenn sie Schreie hörten, und fuhren weg. Am nächsten Morgen sollte Shannon sich mit ihren Kommilitonen treffen, um sich auf die Prüfungen vorzubereiten. Danach wollte sie mit ihrem Bruder in ein Café gehen. Sie erschien jedoch an keinem der vereinbarten Orte. Ihr Bruder begann sich Sorgen zu machen und fuhr zu Shannons Wohnung. Als erstes fiel ihm auf, dass ihre Balkontür offen stand, die Vorhänge jedoch zugezogen waren. Niemand antwortete auf sein Klopfen und ihr Bruder beschloss, ihre Eltern anzurufen. Da er kein Handy hatte, fuhr er zum Haus einer Bekannten, von wo aus er seine Mutter anrief. Die Frau sagte ihm, er solle zurückkommen und Shannons Nachbarn fragen, ob jemand einen Ersatzschlüssel habe, oder sie bitten, sich mit dem Wohnungseigentümer in Verbindung zu setzen. Der Bruder tat genau das. Er begann an jede Tür zu klopfen, aber zu diesem Zeitpunkt war in den meisten Wohnungen niemand zu Hause. Der Erste, der ihm die Tür öffnete, war derselbe Mann, der in dieser Nacht die Polizei gerufen hatte. Sobald Shannons Bruder sich vorgestellt und erklärt hatte, worum es ging, verstand der Nachbar sofort, dass der jungen Frau tatsächlich etwas Schlimmes zugestoßen sein könnte. Er erzählte ihrem Bruder von den Ereignissen dieser Nacht und gemeinsam rannten sie zu Shannons Wohnung. Gemeinsam gelang es ihnen, die Tür aufzubrechen, und vor ihnen bot sich ein herzzerreißender Anblick. Shannon lag mit dem Gesicht nach unten auf ihrem Bett, ihre Kleidung fehlte, und sie erkannten sofort, dass die Frau tot war. Die Polizisten übergaben die Leiche der jungen Frau den medizinischen Experten und begannen mit der Untersuchung der Wohnung. An der Tür gab es keine Einbruchsspuren, daher vermuteten die Ermittler, dass der Mörder über den Balkon in die Wohnung gelangt sein könnte. Sie befand sich im 2. Stock, aber in der Nähe ihres Balkons stand ein Baum, über den man theoretisch auf den Balkon klettern konnte.
An dem Baum war ein spezieller Schutz angebracht. Mit etwas Geschick hätte man ihn jedoch überwinden können. In der Wohnung selbst waren deutliche Spuren eines Kampfes zu sehen. Neben dem Bett lagen Bücher verstreut. Auf der Bettdecke, den Wänden und dem Balkon waren Blutspuren zu sehen. Es sah so aus, als hätte Shannon versucht, sich gegen den Täter zu wehren und ihn dabei verletzt, denn die Blutspuren auf dem Balkon deuteten eindeutig darauf hin, dass der Täter sie beim Verlassen der Wohnung hinterlassen hatte. Darüber hinaus fanden die Experten Spuren von Sperma auf dem Bett und schickten diesen Beweis zusammen mit dem Blut an das Labor. Die Ermittler stellten außerdem fest, dass der Mörder mehrere Gegenstände aus der Wohnung mitgenommen hatte. Er stahl einen Füllfederhalter, eine Halskette, einen Rucksack, eine Kamera und zahlreiche CDs. Medizinische Experten stellten fest, dass das Opfer durch Ersticken ums Leben gekommen war und fanden Spuren von Misshandlung. Außerdem fanden sie fremdes Blut an Shannons Zähnen. Anscheinend hatte sie den Täter gebissen, was zu einer ziemlich starken Blutung geführt hatte. Was den Zeitpunkt des Todes angeht, stellten die Experten fest, dass dieser wenige Minuten vor dem Anruf von Shannons Nachbar bei der Polizei eingetreten sein könnte. Es war jedoch unmöglich, dies auf die Minute genau zu bestimmen. Eine Tatsache fiel jedoch sofort ins Auge. Wie wir uns erinnern, war die Balkontür zum Zeitpunkt des nächtlichen Besuchs der Polizei geschlossen. Und als Shannons Bruder und Nachbar in die Wohnung der jungen Frau eindrang, war diese Tür bereits offen. Dabei hörte der Nachbar Geräusche, als würde jemand nach Luft ringen, noch bevor er die Polizei rief, was bedeutet, dass das Opfer mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits tot war, als die Polizisten bei ihr zu Hause ankamen. All dies deutete also darauf hin, dass sich der Täter in der Wohnung befunden haben musste, als die Beamten vor der Tür der Frau standen und sich weigerten, sie aufzubrechen. In der Zwischenzeit analysierten Experten das Blut und Sperma, das in der Wohnung des Opfers gefunden wurde. Beide Proben gehörten einem unbekannten Mann, der nicht in der Datenbank erfasst war. Die Ermittler schickten auch Informationen über die aus Shannons Wohnung gestohlenen Gegenstände an lokale Pfandhäuser, in der Hoffnung, dass der Täter sie verkaufen würde. Dies führte jedoch zu keinem Ergebnis. Darüber hinaus begannen sie, einen Kommilitonen der Frau als Verdächtigen ins Visier zu nehmen. Dieser stellte ihnen jedoch seine DNA-Probe zur Verfügung, die nicht mit der DNA des Täters übereinstimmte. Ein weiterer Hinweis kam von Shannons Angehörigen. 2 Tage vor ihrem Tod erzählte sie, dass ihr ein seltsamer Mann auf der Straße gefolgt sei und sie mehrere Runden durch die benachbarten Straßen laufen musste, um ihn nicht zu ihrem Haus zu führen. Die Polizei schloss nicht aus, dass es sich dabei um den Mörder handeln könnte. Doch diese Information brachte sie seiner Festnahme nicht näher. Seitdem gab es in diesem Fall keine nennenswerten Fortschritte, und in den folgenden Monaten kamen die Polizisten der Festnahme des Täters nicht näher. Das ging fast 1 Jahr lang so, bis es in diesem Fall zu einer ziemlich unerwarteten Wendung kam. Ein Mann, der anonym bleiben wollte, rief bei der lokalen Zeitung Philadelphia Inquirer an. Er erzählte, dass die Ermittler im Fall Shannon keinen Zusammenhang zwischen diesem Mord und mehreren anderen Übergriffen auf Frauen in derselben Gegend gesehen hätten. Die Journalisten begannen, seine Aussagen zu überprüfen und fanden heraus, dass es im Zentrum von Philadelphia tatsächlich sehr ähnliche Verbrechen gegeben hatte. Am 20. Juni 1997, 1 Jahr vor dem Mord an Shannon, kletterte ein Mann durch das Fenster in die Wohnung einer Frau und griff sie an. Er versuchte, sich an ihr zu vergehen, aber die Frau konnte ihn davon abbringen. Sobald er gegangen war, rief die Frau die Polizei und übergab ihnen sogar ein Haar des Täters, das auf das Bett gefallen war. Die Polizei schickte es jedoch nicht ins Labor. 3 Wochen später, am 11. Juli, kam die Frau nach einer Party mit Freunden nach Hause, nachdem sie ziemlich viel Alkohol getrunken hatte. Sie schlief sofort ein, wachte jedoch einige Stunden später auf und stellte fest, dass alle ihre Kleider verschwunden waren und ihr Haar nass war. Außerdem hatte sie Kratzer am Hals und geplatzte Kapillaren in den Augen. Sie wandte sich an die Polizei, die den Fall jedoch als Raubüberfall einstufte. Am 6. August schlief die Frau in ihrer Wohnung, als ein Mann durch das Fenster zu ihr kletterte. Er bedeckte ihren Kopf mit einem Kissen, legte ihr einen Gürtel um den Hals und misshandelte das Opfer, bevor er floh. Experten fanden Spuren seiner DNA auf dem Laken. Allerdings gab es zu diesem Zeitpunkt noch keine FBI-Datenbank, sodass sie keine Vergleiche mit anderen Fällen anstellten. Eine Woche später, am 13. August, wachte die Frau auf und entdeckte einen unbekannten Mann in ihrem Schlafzimmer. Er verging sich an ihr und verschwand.
Später entnahmen Experten eine Probe seiner DNA. Diesmal forderten die Polizisten einen Abgleich mit dem Fall vom 6. August und die DNA-Analyse ergab eine vollständige Übereinstimmung. Die Wohnungen aller Opfer befanden sich in unmittelbarer Nähe zueinander, einige sogar in derselben Straße. Aus irgendeinem Grund stuften die Polizisten jedoch die meisten dieser Fälle nicht als Straftaten ein, sodass niemand auch nur versuchte, eine umfassende Untersuchung durchzuführen. Bei näherer Recherche fanden Journalisten heraus, dass dies eine weit verbreitete Praxis bei der Polizei von Philadelphia war. Ein Großteil der Anzeigen wegen Misshandlung wurde nicht als Straftat eingestuft. Der Grund dafür war, dass die Polizisten oft an der Wahrhaftigkeit der Aussagen der Frauen zweifelten. Einige hochrangige Beamte erklärten sogar offen, dass die Hälfte der Frauen, die Misshandlung meldeten, einfach lügen würden. Schließlich veröffentlichte die Zeitung einen umfangreichen Artikel zu diesem Thema, der große Resonanz fand. Dies zwang die Polizei, alle Misshandlungsanzeigen, die nicht als Straftaten eingestuft worden waren, zu überprüfen, woraufhin sie etwa 1500 Fälle neu einstufte. Darüber hinaus widmete der Artikel dem Fall Shannon große Aufmerksamkeit. Die Journalisten wiesen auf den fast offensichtlichen Zusammenhang mit anderen Misshandlungsfällen hin und warfen der Polizei vor, dass sie diese Fälle nicht schon früher miteinander in Verbindung gebracht hatte. Als Shannon zum Studium nach Philadelphia kam, suchte sie eine Wohnung in einer sicheren Gegend, weshalb sie sich für eine Wohnung in diesem Haus entschied. Nur wussten weder sie noch die anderen Bewohner der Gegend, dass direkt vor ihrer Nase ein Serienverbrecher sein Unwesen trieb, da die Polizei keinen Zusammenhang zwischen seinen Übergriffen erkennen konnte. Nun zwang der Zeitungsartikel die Polizei dazu, ihre Herangehensweise an diesen Fall grundlegend zu ändern. Während zuvor die Haupthypothese der Ermittler lautete, dass jemand aus Shannons Umfeld, beispielsweise ihr Ex-Freund, für den Mord verantwortlich sein könnte, forderten sie nun einen Vergleich der DNA-Proben des Mörders mit den Proben, die die Täter bei ihren Übergriffen hinterlassen hatten. Die Analyse ergab, dass sie von ein und demselben Mann stammten. Trotzdem blieb für die Polizei ein großes Problem bestehen. Sie hatten nicht die geringste Ahnung, wie sie die Identität dieses Mannes feststellen konnten. Allerdings hatten sie einen ziemlich wichtigen Hinweis. Eines der Opfer der Misshandlung hatte das Gesicht des Täters gesehen und den Beamten vor vielen Monaten eine Beschreibung gegeben. Nun erstellten sie ein Phantombild des Mannes, schickten es an lokale Zeitungen und setzten eine Belohnung von $40.000 für Hinweise aus, die zu seiner Ergreifung führen würden. Dies führte zu einer Flut von Hinweisen, die jedoch alle in einer Sackgasse endeten. So ging es weiter bis zum 13. September, als der Täter erneut zuschlug. Er misshandelte eine Frau, die in derselben Gegend wohnte. Aber auch dieses Mal gelang es ihm, der Festnahme zu entgehen. Einige Zeit später sah einer der Detectives in einer Fernsehsendung einen Beitrag darüber, wie Polizisten einen Verbrecher mit einer Methode namens geografisches Profiling gefasst hatten. Dabei betrachten Experten die Tatorte eines einzelnen Täters und bestimmen auf dieser Grundlage mögliche Wohngebiete des Täters. Die Ermittler im Fall Shannon wandten sich an einen Experten, der an dieser Sendung mitgewirkt hatte, und er erstellte für sie eine Karte mit möglichen Wohngebieten des Mörders. Die Polizisten begaben sich an diese Orte, hängten Fahndungsfotos des Mannes aus, sprachen mit den Einwohnern, aber all das führte zu nichts. Seitdem gab es in ihrer Stadt keinen neuen Überfall mehr, und die Polizisten begannen zu glauben, dass der Täter untergetaucht sein könnte. So ging es bis Mitte 2000 weiter, als die Ermittler auf eine Anfrage ihrer Kollegen vom Polizeidezernat in Colorado aufmerksam wurden. Diese hatten Informationen über eine Reihe von Übergriffen in der Stadt Fort Collins, fast 3000 Kilometer von Philadelphia entfernt, an alle Bundesstaaten verschickt. Die Ermittler im Fall Shannon bemerkten sofort, dass die Vorgehensweise dieses Täters praktisch identisch mit der ihres schwer fassbaren Mörders war. Er drang in die Wohnungen von Frauen ein, die dort allein waren, verging sich an ihnen und verschwand dann. Dabei hinterließ er mehrere DNA-Proben und einen Fingerabdruck. Die Ermittler aus Philadelphia baten um einen Vergleich dieser Proben mit denen, die in Shannons Wohnung gefunden worden waren, und erhielten eine 100%ige Übereinstimmung. Nun war ihnen klar, dass der Mörder ans andere Ende des Landes gezogen war, wo er weiterhin Frauen überfiel. Für die Polizei war dies die erste ernsthafte Gelegenheit, die Identität des Täters festzustellen. Sie beschlossen, die Informationen über Finanztransaktionen mit Bankkarten, die während der Serie von Überfällen in Philadelphia getätigt wurden,
zu untersuchen und sie mit ähnlichen Daten aus Colorado zu vergleichen. Auf diese Weise hofften sie, Personen zu finden, die sich zum Zeitpunkt der Verbrechen an beiden Orten aufgehalten hatten. Natürlich war es nicht einfach, all diese Informationen zu sammeln, aber schließlich erhielten die Ermittler eine Liste mit 319 Männern im Alter von 20 bis 30 Jahren, deren Bankkarten während der Überfälle in Philadelphia und Fort Collins verwendet worden waren. Anschließend grenzten sie den möglichen Wohnort des Mörders in Philadelphia mit Hilfe eines Experten auf bestimmte Stadtteile ein, wodurch die Liste der Verdächtigen auf 83 Namen reduziert wurde. Sie schickten diese Liste an ihre Kollegen in Colorado, die versuchten, die Beteiligung einer dieser Personen festzustellen. Doch schon bald verübte der unbekannte Täter einen weiteren Angriff, woraufhin die Polizei einen Brief erhielt. Darin stand: „Es tut mir leid, aber ich kann euch noch nicht erlauben, mich zu fangen. Ich bin nicht in Colorado, es hat mir dort nicht einmal gefallen. Ich mag keine Kälte und ich möchte nicht mehr in Fort Collins auftauchen. Ich muss zugeben, ihr seid überall. Ich möchte, dass ihr mich fängt, denn ich mag meine Tätigkeit nicht. Sie hält mich von Menschen fern und ich habe niemanden, mit dem ich reden kann. Ich fühle mich manchmal sehr einsam." Darüber hinaus enthielt der Brief Details zu mehreren Verbrechen, die nur den Detectives bekannt waren. Dies bestätigte, dass der Verfasser des Briefes derselbe Verbrecher war, obwohl er weder Fingerabdrücke noch DNA enthielt. Die Ermittler glaubten, dass der Mann mit diesem Brief versuchte, sie zu verwirren und dass er Fort Collins möglicherweise gar nicht verlassen hatte. Allerdings gelang es ihnen weiterhin nicht, ihn zu fassen, und die Zeit verging. Das Problem war, dass in Pennsylvania die Verjährungsfrist für Misshandlung nur 5 Jahre betrug, der Täter jedoch mindestens seit 1997 Frauen überfiel. Somit blieben der Polizei weniger als 2 Jahre, um Gerechtigkeit für alle seine Opfer in Philadelphia zu erlangen. Für den Mord an Shannon hätte er ohnehin eine harte Strafe erhalten. Die Ermittler baten weiterhin die Öffentlichkeit um Mithilfe und erhielten während der gesamten Ermittlungen mehrere tausend Anrufe. Das ging so weiter, bis die Polizei endlich einen interessanten Hinweis erhielt. Im Jahr 2002 rief eine Frau an und sagte, dass der Phantombild des Verdächtigen ihrem Ex-Freund Troy Graves ähnele. Die Ermittler stellten sofort fest, dass dieser Mann auf ihrer Liste mit 83 Namen stand, aber das war noch nicht alles. Bald darauf rief ein Mann bei der Polizei an, der die Beschreibung des Autos des Täters gesehen hatte, das eines der Opfer bemerkt hatte. Er sagte, dass sein Nachbar, ein Mann namens Troy Graves, ein ähnliches Auto habe. Die Ermittler begannen, diesen Mann zu überprüfen und fanden heraus, dass er in einer Bank arbeitete, die sich in genau dem Stadtteil von Philadelphia befand, in dem alle Überfälle stattgefunden hatten. Im Jahr 1999, als die Verbrechen aufhörten, trat er in die Armee ein. Dort wurde ihm eine Verwarnung erteilt, weil Troy versucht hatte, die Tür des Zimmers einer Frau aufzubrechen. Er bestritt jedoch diese Vorwürfe. Der Mann diente in Wyoming, lebte aber in einem anderen Bundesstaat, nur wenige Kilometer entfernt, in Fort Collins, Colorado. So erhielten die Polizisten die Bestätigung, dass sich der Mann in beiden Städten aufgehalten hatte, in denen die Überfälle stattfanden. Dann sprachen sie mit seiner Ex-Freundin, die erzählte, dass Troy regelmäßig nachts spazieren ging und dann mit Kratzern und blauen Flecken zurückkam, die er nicht erklären konnte. Und schließlich hatte Troy dieselbe Blutgruppe wie der Mörder von Shannon. All dies deutete darauf hin, dass der Mann der Täter sein könnte, und die Polizei beschloss, mit ihm zu sprechen. Sie kamen zu seinem Haus, aber er war nicht da. Dann hinterließ einer der Detectives seine Visitenkarte an der Tür, die später von Troys Frau gefunden wurde, mit der er seit einem Jahr zusammen war. Sie rief den Ermittler an und sagte, ihr Mann sei gerade auf einer Militärbasis. Dennoch sprach sie mit ihm, und der Mann erklärte sich bereit, sich mit den Polizisten zu treffen. Die Ermittler beschlossen jedoch, ihm nicht einfach zu glauben, sondern Troys Bewegungen zu überwachen. Deshalb schickten sie verdeckte Ermittler hinter ihm her. Schließlich kam er doch zur Polizeistation, und der Detective begann, ihm die üblichen Fragen zu stellen. Er stellte fest, dass Troy keine Vorstrafen hatte. Er fragte ihn nach dem Vorfall in der Armee, für den er eine Verwarnung erhalten hatte, und kam dann zu den Übergriffen in 2 Städten und dem Mord an Shannon. Troy bestritt seine Beteiligung. Schließlich bat der Detective ihn, seine Fingerabdrücke und eine DNA-Probe abzugeben. Der Mann schwieg 6 Sekunden lang und antwortete dann, dass er dies gerne tun würde, aber zuerst mit seiner Frau sprechen müsse,
weshalb er alles am nächsten Tag abgeben würde. In diesem Moment teilte der Detective Troy mit, dass er ihn festnehmen werde, woraufhin seine Fingerabdrücke und seine DNA genommen wurden. Die Analyse ergab, dass sie vollständig mit dem Blut und Sperma in Shannons Wohnung übereinstimmten, also auch mit allen anderen Spuren, die bei den Übergriffen in anderen Städten hinterlassen worden waren. Am 23. April wurde er wegen 6 Fällen von Misshandlung in Colorado angeklagt, was insgesamt 27 Anklagepunkte ergab. Einige Tage später kamen weitere 50 Anklagepunkte für Verbrechen in Pennsylvania hinzu, darunter der Mord an Shannon. Nach seiner Verhaftung kamen einige interessante Fakten ans Licht. Eine seiner Ex-Freundinnen erkannte ihn auf einem Fahndungsfoto in den Nachrichten, lange bevor die Polizei seine Identität herausfand. Aus irgendeinem Grund meldete sie dies jedoch nicht den Ermittlern. Außerdem hatten Polizisten aus Philadelphia Troys Auto im Januar 1999 angehalten, als sie nach Shannons Mörder suchten. Nach einem kurzen Gespräch wurde der Mann jedoch wieder freigelassen. In der Zwischenzeit wurde entschieden, welcher Staat den Mann als erster vor Gericht stellen würde. In Colorado drohte ihm eine lange Haftstrafe wegen Misshandlung, aber in Pennsylvania hätte der Mann wegen Mordes die Todesstrafe erhalten können. Während diese Frage geklärt wurde, sagte Troy seinem Anwalt, dass er bereit sei, alles zu gestehen, wenn dafür die Todesstrafe aufgehoben würde. Die Staatsanwälte beider Bundesstaaten stimmten diesem Deal zu. Zuvor hatten sie mit Shannons Eltern gesprochen, die sich in jedem Fall gegen die Todesstrafe aussprachen, auch wenn der Täter nicht gestehen würde. Sie begründeten dies damit, dass ihre Religion Mord in jeder Form verbietet und sie selbst in einer solchen Situation nicht bereit sind, ihre Prinzipien aufzugeben. Sie sprachen mit allen Opfern Troys aus Philadelphia und Fort Collins, die ihre Entscheidung unterstützten. Darüber hinaus wiesen die Eltern auf ein weitaus wichtigeres Problem hin. Hätten die Polizisten die Misshandlungsvorwürfe ernster genommen, hätten sie viel früher erkannt, dass ein Serienmörder in ihren Straßen sein Unwesen trieb, und vielleicht wäre Shannon noch am Leben. Die Mehrheit der Gesellschaft sprach sich jedoch für die Todesstrafe aus, und viele konnten nicht verstehen, wie Shannons Eltern sich für den Erhalt des Lebens des Mörders einsetzen konnten. All dies hatte jedoch keinen Einfluss auf ihre Entscheidung, und der Deal wurde abgeschlossen. Danach erzählte Troy in allen Einzelheiten, wie er Shannon ermordet hatte. Er war über den Balkon in ihre Wohnung geklettert, während sie im Badezimmer war. Die Frau erschrak und versuchte, ihn abzuwehren, kratzte ihm das Gesicht und biss ihm sogar in den Finger, woraufhin Troy begann, sie zu würgen. Sie verlor das Bewusstsein, und dem Mann schien es sogar, als hätte er ihr das Genick gebrochen. Bald darauf hörte er ein Klopfen an der Tür. Troy bestand jedoch darauf, dass niemand auf der anderen Seite gesagt habe, es sei die Polizei. Er fügte hinzu, dass er keinen Polizeiwagen gesehen habe, als er über den Balkon aus der Wohnung geklettert sei. Dennoch gab es einige Ungereimtheiten in seinem Geständnis. Der Mann sagte, er habe die Balkontür hinter sich geschlossen, als er floh. Der Bruder des Opfers hatte jedoch deutlich gesehen, dass diese Tür am Morgen offen stand. Trotz dieser Details war Troys Beteiligung offensichtlich, sodass niemand Zweifel an seiner Schuld hatte. Am 17. Mai wurde der Mann wegen 6 Fällen von Misshandlung in Colorado zu lebenslanger Haft verurteilt und anschließend nach Pennsylvania überstellt. Dort erhielt er eine lebenslange Haftstrafe für den Mord an Shannon sowie 60 bis 120 Jahre Gefängnis für 6 Fälle von Misshandlung in Philadelphia. Damit musste Troy für den Rest seines Lebens hinter Gitter. Für Shannons Eltern war die Geschichte damit jedoch noch nicht beendet. Ihr Vater verklagte die Polizeibehörde von Philadelphia und bestand darauf, dass Shannon noch am Leben sein könnte, wenn die Ermittler die Serie von Misshandlungen miteinander in Verbindung gebracht und mit den Ermittlungen begonnen hätten. Das Gericht kam jedoch zu dem Schluss, dass die Polizei keine Schuld am Tod von Shannon trug, und sie wurden nicht bestraft. Die Behörden nahmen sich dieses Problems jedoch an und setzten einen eigenen Ausschuss ein, der sich mit der Überprüfung von Misshandlungsanzeigen befasste, die über viele Jahre hinweg praktisch nicht untersucht worden waren. Ihre Eltern setzten sich weiterhin gegen die Todesstrafe als Form der Bestrafung ein, und ihre Mutter startete sogar eine Initiative in 20 Bundesstaaten. Darüber hinaus äußerte sie den Wunsch, Troy im Gefängnis zu besuchen und mit ihm zu sprechen. Ob dieses Treffen stattfand, ist jedoch nicht bekannt. Derzeit befindet er sich weiterhin hinter Gittern und hat praktisch keine Chance, jemals wieder auf freien Fuß zu kommen.
Nabil Turugi wurde am 18. Januar 1999 in der kleinen Stadt Elon Sidi Malouk im Nordosten Marokkos geboren. Er war das zweite von 5 Kindern und der einzige Sohn einer einfachen Familie mit mittlerem Einkommen. Seine Eltern und seine 3 jüngeren Schwestern leben noch immer dort. Seit seiner Kindheit zeichnete sich Nabil durch seine Intelligenz, Ernsthaftigkeit und Zielstrebigkeit aus. In der Schule gehörte er zu den Besten, insbesondere in Mathematik und Naturwissenschaften, und träumte davon, eine höhere Ausbildung zu absolvieren und nach Europa zu ziehen, wo er, wie er glaubte, große Chancen erwarten würden. Alles an ihm deutete darauf hin, dass er für den Erfolg bestimmt war. Er hatte ein sehr herzliches und enges Verhältnis zu seinen Eltern und Schwestern. Sie unterstützten sich gegenseitig bedingungslos und hatten keine Geheimnisse voreinander. Diejenigen, die Nabil kannten, beschrieben ihn als höflichen, ruhigen und aufrichtig freundlichen Jungen, der immer bereit war zu helfen. Er war auch als sehr bescheiden und sogar schüchtern bekannt. Nach dem Schulabschluss begann er, nach Möglichkeiten zu suchen, nach Europa zu ziehen, um dort sein Studium fortzusetzen. Seine ältere Schwester war 2 Jahre zuvor nach Belgien gezogen, hatte sich dort an der Universität eingeschrieben und geheiratet. Sie und ihr Mann ließen sich in der Küstenstadt Blankenberge in Westflandern nieder. Mit 19 Jahren beschloss Nabil, nach Frankreich zu ziehen, genauer gesagt in den Ferienort Biarritz an der Atlantikküste im Baskenland. Mit rund 25.000 Einwohnern zog diese Stadt einst Königsfamilien und Aristokraten an und ist heute ein Mekka für Surfer aus aller Welt. Aber Nabil kam nicht nach Biarritz, um sich zu erholen und zu vergnügen. Ohne große Mühe wurde er an einer renommierten Ingenieursschule aufgenommen, wo er sich schnell als fleißiger und talentierter Student profilierte. Im Jahr 2021 erhielt er sein Diplom und bekam bald darauf ein verlockendes Angebot von einem großen Unternehmen. Die flexiblen Arbeitszeiten passten ihm hervorragend. Er konnte nach Belgien fahren, um seine Schwester zu besuchen, die gerade ihr zweites Kind erwartete. Nabil lebte sich leicht in Frankreich ein und fand einen großen Freundeskreis. Trotzdem blieb er seiner Familie sehr verbunden, rief regelmäßig seine Eltern und Schwestern an und fuhr jedes Jahr in den Ferien in seine Heimat. Am häufigsten besuchte er seine ältere Schwester, half ihr in jeder Hinsicht und wurde sogar Pat ihres Kindes. Roxane Benest war gebürtige Französin, geboren und aufgewachsen in der kleinen Stadt Poitiers im Departement Charente in der Region Nouvelle-Aquitaine. Sie kam am 30. März 2001 zur Welt und war das mittlere Kind einer einfachen Familie mit bescheidenem Einkommen. Sie wuchs mit ihrer älteren Schwester und ihrem jüngeren Bruder auf. Roxanes Eltern taten alles, um ihren Kindern eine gute Ausbildung zu ermöglichen und ihnen eine Zukunft zu bieten. Obwohl Roxane in der Schule keine Musterschülerin war, hatte sie ein Herz aus Gold. Sie liebte es, anderen zu helfen, wo immer sie konnte. Ihre zahlreichen Freunde beschrieben sie als freundlich, großzügig und fleißig. Sie fand leicht Zugang zu Menschen, liebte das Lesen, Malen und ein wenig die Fotografie. Nach der Schule zog sie in die malerische Stadt Pau und begann eine Ausbildung zur Krankenpflegehelferin. Bald darauf fand sie eine Stelle als Pflegekraft in einem Altenheim. Sowohl ihre Kollegen als auch die von ihr betreuten Menschen äußerten sich sehr warmherzig über sie und hoben ihr Mitgefühl, ihre Freundlichkeit und ihr Verantwortungsbewusstsein hervor. Sie begegnete allen mit Herzlichkeit und Verständnis. Nach ihrem Umzug in die neue Stadt mietete Roxane zunächst zusammen mit 2 Freundinnen eine Wohnung, um die Kosten zu teilen und Geld zu sparen. Sobald sie jedoch eine feste Anstellung gefunden hatte und regelmäßig Geld verdiente, zog sie in eine eigene Wohnung in einem ruhigen Wohnviertel am Rande der Stadt. Roxane stand ihren Eltern, ihrer Schwester und ihrem Bruder sehr nahe, deshalb versuchte sie bei jeder Gelegenheit am Wochenende zu ihren Eltern zu fahren. Sie arbeitete viel und fühlte sich oft erschöpft. Aufgrund ihres vollen Terminkalenders blieb ihr kaum Zeit für ihr Privatleben und Kontakte außerhalb der Arbeit. Ihr Privatleben trat in den Hintergrund, aber Roxane beklagte sich nie. Sie glaubte, dass alles zu seiner Zeit kommen würde. Sie hatte mehrere Accounts in sozialen Netzwerken, wo sie mit Freunden kommunizierte, ihre Interessen teilte, Fotos und ihre Zeichnungen veröffentlichte. Auf einer dieser Plattformen lernte sie im Januar 2022 einen Mann namens Nabil kennen. Auch Nabil arbeitete viel und hatte keine Zeit für eine ernsthafte Beziehung. Er war selten in sozialen Netzwerken unterwegs und hatte diese nie als Ort für Bekanntschaften betrachtet, bis er auf Roxanes Profil stieß.
Ihr warmes Lächeln und ihre freundliche Ausstrahlung zogen sofort seine Aufmerksamkeit auf sich, und er machte den ersten Schritt, indem er ihr eine Nachricht schickte. Roxane nahm die Freundschaftsanfrage des Fremden an und merkte schnell, dass sie sich gut unterhalten konnten. Anfangs waren ihre Gespräche locker und unverbindlich, aber bald stellten sie fest, dass sie viel gemeinsam hatten, von ihren Interessen bis zu ihrer Lebenseinstellung. Ihr Schriftverkehr wurde zu einem täglichen Ritual. Schließlich tauschten sie ihre Telefonnummern aus und telefonierten bald regelmäßig, manchmal mehrere Stunden lang. Keiner von ihnen schmiedete konkrete Pläne. Sie genossen einfach die Unterhaltung miteinander. Sie hatten es nicht eilig und zogen es vor, sich in Ruhe kennenzulernen. Während seines Besuchs bei seiner älteren Schwester erwähnte Nabil, dass er eine junge Frau kennengelernt hatte, ging aber nicht ins Detail und versprach, später mehr zu erzählen. Auch Roxane erzählte ihrer Schwester von ihrem neuen Bekannten und beschrieb Nabil als einen freundlichen, aufmerksamen und intelligenten Mann. Ihre vollen Terminkalender hinderten sie daran, sich zu treffen, obwohl sie nur wenige Dutzend Kilometer voneinander entfernt wohnten. Aber schließlich fielen ihre freien Tage zusammen und sie verabredeten sich in einem gemütlichen Café. Das Date war für den 14. Februar, den Valentinstag, angesetzt. Das war Zufall, aber beide sahen darin ein gutes Zeichen. Nabil und Roxane hatten eine tolle Zeit und unterhielten sich über Gott und die Welt, von der Vergangenheit bis zu ihren Plänen für die Zukunft. Sie lachten, erzählten sich Geschichten und freuten sich aufrichtig über die Gesellschaft des anderen. Niemand war enttäuscht. Im Gegenteil, beide spürten diesen Funken, aus dem echte Gefühle entstehen können. An diesem Tag machten sie sogar ein gemeinsames Foto und posteten es in den sozialen Netzwerken, wobei sie sich gegenseitig markierten. Dieses Foto wurde später von allen Medien verbreitet, als ihre Namen nicht nur in Frankreich, sondern in ganz Europa auf den Titelseiten landeten. Auf dem Foto sah das Paar strahlend und unbeschwert aus, aber sie konnten nicht wissen, dass ihnen weniger als eine Woche blieb, um das Leben im herkömmlichen Sinne zu genießen. Fast unmittelbar nach ihrem ersten Treffen begannen sie, Pläne für ein zweites Date zu schmieden. Die Gelegenheit ergab sich früher als erwartet. Sie verabredeten sich für Freitag, den 18. Februar 2022. Beide waren voller Vorfreude und überlegten, wie sie den Abend zu einem wirklich magischen Erlebnis machen könnten, indem sie einen romantischen Ort für ihr Treffen auswählten. Roxane beschloss, vorerst niemandem von ihrer neuen Beziehung zu erzählen. Keiner ihrer Kollegen oder engen Freundinnen wusste, dass sie sich mit jemandem traf. Sie vertraute sich nur ihrer Schwester an und sagte, dass sie sich wohl verliebt habe und sich auf ihr zweites Date mit einem Mann vorbereite, den sie im Internet kennengelernt hatte. Auch Nabil schrieb seiner älteren Schwester und erwähnte, dass er am Abend ein Date habe. Er ging nicht ins Detail und nannte ihren Namen nicht, deutete aber an, dass er sie in naher Zukunft seiner Familie vorstellen wolle. Dieser Freitag war klar und sonnig bis zum Sonnenuntergang. Das Paar wurde beim Spaziergang an der Uferpromenade gesehen, wo Roxane einige Fotos von den lokalen Sehenswürdigkeiten machte und sie auf ihrem Account veröffentlichte. Später am selben Abend wurden sie zusammen in einem Café gesehen. Sie saßen da, unterhielten sich und lachten. Zeugen zufolge wirkten sie entspannt und wirklich glücklich, doch kurz darauf verschwanden beide spurlos. Der erste, der etwas Ungewöhnliches vermutete, war ein enger Freund von Nabil, sein Kommilitone namens Anos. Nabil hatte versprochen, gegen 22 Uhr bei ihm vorbeizukommen, um ihm bei einem Ingenieurprojekt für seinen Abschluss zu helfen. Er sagte, er würde vorbeikommen, nachdem er seine Begleiterin nach Hause gebracht hätte, aber er tauchte nicht auf. Weder an diesem Abend noch am nächsten Morgen. Er antwortete nicht auf Nachrichten und alle Anrufe wurden direkt an die Voicemail weitergeleitet. Sein Telefon war ausgeschaltet. Das war ganz und gar nicht typisch für Nabil. Alle kannten ihn als zuverlässigen Menschen, der immer sein Wort hielt. Wenn etwas passiert wäre, hätte er sich auf jeden Fall gemeldet. Besorgt kontaktierte Anos Nabils Schwester. Als sie erfuhr, dass ihr Bruder seit gestern nicht mehr erreichbar war, informierte sie sofort ihre Eltern und wandte sich an die örtliche Polizei. In der Zwischenzeit hatte Roxane am 19. Februar Dienst, aber sie erschien nicht zur Arbeit. So etwas war noch nie zuvor passiert. Sie war eine verantwortungsbewusste Mitarbeiterin, die nie zu spät kam. Anrufe auf ihrem Telefon wurden auf den Anrufbeantworter umgeleitet. Sie antwortete auf keine Nachrichten in den Messengern. Am selben Tag kontaktierten ihre Kollegen Roxanes Eltern
und teilten ihnen mit, dass sie verschwunden sei. Ihre Familie kam sofort nach Biarritz. Ihre ältere Schwester hatte einen Ersatzschlüssel für Roxanes Wohnung, aber als sie dort ankamen, war die Wohnung leer. Alle ihre Sachen waren an ihrem Platz. Es gab weder Anzeichen für einen Kampf noch Hinweise darauf, dass sie in Eile gegangen war. Niemand hatte seit dem vergangenen Abend etwas von Roxane gehört. Keiner ihrer Freunde oder Kollegen hatte sie gesehen oder mit ihr gesprochen. Alles, was sie wussten, war, dass sie sich mit einem Mann verabredet hatte, den sie im Internet kennengelernt hatte. Um keine Zeit zu verlieren, meldeten ihre Eltern sie bei der Polizei als vermisst. Zunächst wurden die Vermisstenanzeigen für Nabil und Roxane getrennt aufgegeben und bearbeitet, da niemand genau bestätigen konnte, mit wem sich die beiden jeweils getroffen hatten. Später berichteten jedoch beide Familien, dass die Behörden keine besondere Eile bei den Ermittlungen gezeigt hätten, mit der Begründung, dass beide Vermissten erwachsene Menschen seien, die ein Recht auf Privatsphäre hätten und ihren Angehörigen nicht über jeden ihrer Schritte Rechenschaft schuldig seien. Angesichts dieser Gleichgültigkeit nahmen beide Familien die Ermittlungen selbst in die Hand und begannen über soziale Netzwerke nach ihnen zu suchen. Roxanes Schwester gelang es, den Namen des Mannes herauszufinden, mit dem sie sich treffen wollte, und sein Profil in den sozialen Netzwerken zu finden. Dort entdeckte sie einen Beitrag seiner Familie, in dem stand, dass auch er verschwunden war und seit Freitag keinen Kontakt mehr aufgenommen hatte. Gleichzeitig gelang es Nabils Schwester, Roxane im Internet zu finden und gemeinsame Fotos von ihnen zu entdecken. Am Sonntag, dem 20. Februar, nahmen die Familien des vermissten Paares endlich Kontakt miteinander auf. Zunächst kam es zu Spannungen und gegenseitigen Verdächtigungen. Roxanes Verwandte befürchteten, dass Nabil ihrer Tochter etwas angetan haben könnte, während Nabils Familie befürchtete, dass sie ihren bescheidenen Sohn in irgendwelche Schwierigkeiten verwickelt haben könnte. Doch bald wurde beiden Seiten klar, dass sie mit demselben herzzerreißenden Geheimnis konfrontiert waren, und sie schlossen sich zusammen, um gemeinsam nach den beiden zu suchen. Die Familien arbeiteten unermüdlich daran, jeden zu kontaktieren, der etwas über den Verbleib des Paares wissen könnte. Sie gründeten Gruppen in sozialen Netzwerken, in denen sie Fotos von ihnen veröffentlichten und die Öffentlichkeit um Hinweise oder Informationen baten, die bei den Ermittlungen helfen könnten. Freunde und Kollegen von Roxane und Nabil schlossen sich den Bemühungen an und druckten Flyer aus, die sie in der Stadt verteilten. Auf den Flyern waren besondere Merkmale angegeben. Roxane hatte mehrere auffällige Tattoos und Nabil hatte ein auffälliges Muttermal. Auch ihre Autos waren verschwunden. Nabil fuhr einen silbernen Renault Clio 3 und Roxane hatte kürzlich einen blauen Peugeot gekauft. Die Familien organisierten selbst die Suche nach den Autos, aber diese Bemühungen blieben erfolglos. Erst am Montagmorgen, mehr als 48 Stunden nach ihrem letzten Sichtkontakt, leitete die Polizei eine groß angelegte Suche ein. Die Verzögerung wurde damit begründet, dass das junge Paar spontan beschlossen haben könnte, ohne jemandem Bescheid zu geben, über das Wochenende wegzufahren. Aber mit der Zeit, während ihre Telefone ausgeschaltet blieben, wurde immer deutlicher, dass etwas Ernstes passiert sein musste. Leider war zu diesem Zeitpunkt bereits wertvolle Zeit verloren gegangen. Die Ermittler bestätigten, dass das Paar kurz vor ihrem Verschwinden zusammen in einem Fastfood-Restaurant gesehen worden war. Es gab mehrere Zeugen, und die Überwachungskameras hatten sie auf Video aufgenommen. Allerdings war ihr Auto nicht auf dem nächsten Parkplatz zu finden. Am Freitagabend ist es dort normalerweise sehr voll, sodass sie möglicherweise weiter entfernt geparkt hatten, weil sie keinen freien Platz gefunden hatten. Bald wurde diese Version durch neue Funde bestätigt. Roxanes Auto wurde in der Nähe gefunden, geparkt in einer kleinen Straße in einer Seitenstraße. Im Inneren schien alles unberührt zu sein. Es gab keine Anzeichen eines Kampfes, keine verdächtigen Flecken, nichts, was Fragen aufgeworfen hätte. Dies brachte die Ermittler zu der Annahme, dass das Paar beschlossen hatte, den Abend an einem anderen Ort fortzusetzen und mit Nabils Auto weggefahren war. Aber wohin konnten sie gefahren sein? 2 Tage später wurde Nabils Auto in der Nähe des Leuchtturms von Biarritz direkt an der Steilküste gefunden. Dieser Ort ist bei Touristen sehr beliebt. Leider gab es in diesem Bereich keine Überwachungskameras, sodass es unmöglich war festzustellen, wann das Paar dort angekommen war. Die einzige Kamera, die am Leuchtturm selbst installiert war, war einige Wochen zuvor ausgefallen, sodass keine Aufzeichnungen vorhanden waren. In Nabils Auto fanden die Ermittler viele persönliche Gegenstände,
die sowohl Roxane als auch ihm selbst gehörten. Roxanes Telefon war im Navigationsmodus auf dem Armaturenbrett befestigt. Es war vollständig aufgeladen, wurde aber nach einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr benutzt. Dies ermöglichte es den Behörden, die Route des Paares genau nachzuvollziehen. Auf dem Rücksitz lag Nabils Laptop, auf dem Beifahrersitz Roxanes Tasche mit ihren Schlüsseln, Bargeld und Bankkarten. Es entstand der Eindruck, als seien sie nur für ein paar Minuten hinausgegangen und wollten gleich zurückkommen. Nichts im Auto deutete auf Gewalt hin, keine Fingerabdrücke außer ihren eigenen, keine Spuren von Unordnung. Die Ermittler schlossen schnell die Version eines Raubüberfalls oder eines gezielten Angriffs aus. Nur Roxanes Kamera fehlte. Wahrscheinlich hatte sie mitgenommen, um am Abend Fotos zu machen. Roxanes Handy war schließlich leer und das letzte Signal von Nabils Handy wurde gegen 18:30 Uhr registriert. Es wurde von einem Sendemast in der Nähe des Aussichtspunkts Scala Devi auf dem Weg zum Leuchtturm empfangen, von wo aus man einen atemberaubenden Blick auf den Atlantik hat. Dieser Weg umfasst mehrere Aussichtsplattformen, die direkt in den Felsen eingebaut sind. Obwohl das Wetter am Tag ihres Verschwindens klar war, kam am Abend starker Wind auf, der sich zu einem richtigen Sturm entwickelte. An der Küste war das Unwetter besonders gefährlich. Die Wellen schlugen mit voller Wucht gegen die Felsen. Der Höhepunkt des Sturms war genau um 18:30 Uhr. Dies fiel mit der letzten Aktivität von Nabils Telefon zusammen. Auf der Grundlage der vorliegenden Beweise rekonstruierten die Ermittler das folgende Bild. Nach dem Abendessen im Restaurant beschloss das Paar, den Rest des Abends auf einer malerischen Plattform am Leuchtturm zu verbringen, um den Sonnenuntergang zu beobachten. Roxane, die sich für Fotografie begeisterte, hatte ihre Kamera mitgenommen, um die Aussicht festzuhalten. Während sie auf einer der Aussichtsplattformen standen, verschlechterten sich die Wetterbedingungen drastisch. Als sie versuchten, zu ihrem Auto zurückzukehren, schlugen mächtige Wellen gegen die Felsen, und eine davon könnte sie mitgerissen haben. Fast alles schien diese Version zu bestätigen. Aus diesem Grund kamen die Strafverfolgungsbehörden zunächst zu dem Schluss, dass der Vorfall keinen kriminellen Hintergrund hatte, und erwogen, den Fall ohne weitere Ermittlungen zu schließen. Sie stellten sogar die zweitrangige Version auf, dass das Paar sich freiwillig das Leben genommen haben könnte. Eine solche Erklärung hätte ebenfalls die Notwendigkeit einer weiteren Untersuchung beseitigt, und die Akten hätten zu den Akten gelegt werden können. Aber die Familien von Roxane und Nabil waren strikt dagegen. Die Angehörigen von Nabil Turugui und Roxane Benest forderten, dass die Ermittlungen fortgesetzt werden. Da die Leichen nie gefunden wurden, blieb die Hoffnung, dass die jungen Menschen noch am Leben seien und Hilfe brauchen könnten. Roxanes Schwester fand in ihrer Wohnung ein Notizbuch mit den Passwörtern für ihre Social-Media-Konten. Nachdem sie sich Zugang verschafft und alle ihre letzten Nachrichten durchgesehen hatte, fand sie nichts Beunruhigendes oder Verdächtiges. Es stellte sich heraus, dass Roxane fast ausschließlich mit Nabil kommuniziert hatte. Ihre Beziehung war herzlich und respektvoll, und beide freuten sich offensichtlich auf ihre Treffen. Sie planten ihre Verabredungen detailliert und kümmerten sich aufrichtig umeinander. Es gab keinen einzigen Hinweis darauf, dass einer von ihnen daran gedacht haben könnte, sich das Leben zu nehmen. Die Strafverfolgungsbehörden bestanden darauf, dass alle Versionen gültig blieben, bis Nabil und Roxane gefunden würden, lebendig oder nicht. Eine der Theorien ging davon aus, dass das Paar möglicherweise freiwillig verschwunden war. Beide Familien lehnten diese Version jedoch kategorisch ab. Seit dem Tag ihres Verschwindens hatte keiner von ihnen seine Bankkarte benutzt, seine Post abgeholt, sich in sozialen Netzwerken gemeldet oder eines seiner Geräte eingeschaltet. Die Familie von Nabil, die selbst in einer Region lebte, die nicht gerade für ihre Ruhe bekannt ist, glaubte, dass das Paar gegen seinen Willen entführt worden sein könnte. Besonders beunruhigend fanden sie, dass ihre persönlichen Gegenstände gut sichtbar im Auto zurückgelassen worden waren, als wären sie nur kurz weggegangen. Sie befürchteten, dass jemand sie unter einem harmlosen Vorwand herausgelockt und dann entführt haben könnte. Um ihre eigenen Suchbemühungen zu unterstützen, engagierten Nabils Eltern einen Privatermittler. Sie hielten es für möglich, dass ihr Sohn und seine Begleiterin irgendwo festgehalten wurden und auf den richtigen Moment warteten, um Forderungen zu stellen. Es gingen jedoch keine Nachrichten ein. Unterdessen neigte Roxanes Familie eher zur offiziellen Version, dass das Paar Opfer eines tragischen Unfalls geworden sei. Zuvor hatte es an derselben Klippe beim Leuchtturm bereits Vorfälle gegeben, bei denen Touristen von starken Wellen weggerissen worden waren. Dennoch bestanden Roxanes Angehörige darauf, dass man sie nicht für tot erklären könne,
solange ihre Leichen nicht gefunden worden seien. Aufgrund des anhaltenden Sturms beschränkte sich die Suche auf See, auf Hubschrauber und Drohnen. Es war zu gefährlich, Boote oder Taucher dorthin zu schicken. Als sich das Wetter endlich beruhigte, war bereits zu viel Zeit vergangen und es konnten keine Spuren des Paares gefunden werden. Seit dem Verschwinden des Paares sind bereits mehr als 3 Jahre vergangen. Dennoch ist der Fall noch immer nicht abgeschlossen. Der Suchradius wurde im Laufe der Zeit über die nahegelegenen Städte hinaus auf benachbarte europäische Länder ausgeweitet, für den Fall, dass die Überreste von der Strömung weggetragen worden sein könnten. Zunächst wurde anhand äußerer Merkmale gesucht, später gaben beide Familien DNA-Proben ab, um die Identifizierung zu erleichtern, falls irgendwo unbekannte Überreste gefunden werden sollten. Trotz all dieser Bemühungen wurde keine Spur von Nabil oder Roxane gefunden. Beide Familien äußerten wiederholt ihre Enttäuschung darüber, dass die Polizei ihrer Meinung nach nicht schnell genug handelte. Von Anfang an schienen die Ermittler davon überzeugt zu sein, dass das Paar ertrunken war und unternahmen kaum Anstrengungen, andere Versionen zu überprüfen, sodass die Angehörigen gezwungen waren, die Ermittlungen selbst in die Hand zu nehmen. Monate später stellte sich heraus, dass es in einem kleinen Hotel in der Nähe des Leuchtturms eine Überwachungskamera gab, die einen Teil des Weges zum Aussichtspunkt aufzeichnete. Diese Aufnahmen hätten zeigen können, ob Nabil und Roxane tatsächlich dort vorbeigekommen waren. Leider hat niemand diese Aufnahmen angefordert und die Dateien wurden nach 30 Tagen automatisch gelöscht. Das Beunruhigendste an dieser ganzen Geschichte ist vielleicht, dass nach all dieser Zeit weder die Leichen des Paares noch irgendwelche ihrer Habseligkeiten, wie zum Beispiel Roxanes Fotoapparat, gefunden wurden. Seit mehreren Jahren wenden sich die Familien an Organisationen in ganz Spanien, Großbritannien und anderen Ländern, um Informationen über nicht identifizierte Leichen zu erhalten. Nabils Angehörige glauben immer noch, dass er am Leben sein könnte und sich nicht melden kann, weil er irgendwo festgehalten wird. Beide Familien setzen sich weiterhin dafür ein, dass der Fall nicht zu den Akten gelegt wird. Sie erzählen diese Geschichte über die Medien, Blogger und Influencer in der Hoffnung, dass eines Tages jemand auftaucht und die Wahrheit darüber erzählt, was mit Roxane und Nabil am 18. Februar 2022 passiert ist. Falsche Geständnisse sind im Strafrecht ein recht häufiges Phänomen. Manche Menschen wollen sich damit profilieren und in kriminellen Kreisen Ansehen erlangen. Andere ahmen Serienmörder nach und wollen Popularität erlangen. Manchmal versuchen Kriminelle jedoch, ein echtes Geständnis als falsch darzustellen, um einer gerechten Strafe zu entgehen. Am Abend des 19. Januar 2015 erhielt die Notrufzentrale in Syrakus, Italien, einen Anruf. Ein Mann meldete, dass seine Frau Eligia Ardita im 8. Monat schwanger und bewusstlos in ihrem Haus liege. Beide waren Sizilianer und wohnten in Syrakus. Der Anrufer hieß Christian Leonardi. Zum Zeitpunkt des Vorfalls war er 43 Jahre alt, seine Frau 35. Der Mann gab an, dass seine Frau offenbar nicht atmen könne, da er keine medizinische Ersthilfe beherrschte. Dem Disponenten konnte er jedoch keinerlei zusätzliche Angaben machen. Sofort wurden Rettungssanitäter zum Einsatzort geschickt, die innerhalb weniger Minuten die Wohnung erreichten. Im Krankenwagen befand sich die Ärztin Patricia, die zufällig eine Kollegin von Eligia war. Die beiden Frauen arbeiteten in derselben medizinischen Einrichtung. Um 23:31 Uhr befand sich Patricia im Schlafzimmer, in dem sich laut Christian seine Frau befinden sollte. Die Sanitäter fanden die Frau bewusstlos auf dem Bett und legten sie auf den Boden, um sie wiederzubeleben. Patricia versuchte, eine Herzmassage durchzuführen, um den Herzrhythmus wiederherzustellen. Die Situation war kritisch. Die schwangere Frau reagierte auf nichts. Und es ging nicht nur um ihr Leben, sondern auch um das ihrer ungeborenen Tochter, der kleinen Julia. Einige Minuten vergingen, aber trotz aller Bemühungen der Sanitäter begann Eligias Herz nicht zu schlagen. Ihr Mann schaffte es, die Verwandten seiner Frau anzurufen, die so beunruhigt waren, dass der Vater der Verletzten barfuß aus dem Haus rannte. Sie wohnten in der Nähe und kamen daher innerhalb weniger Minuten ebenfalls in der Wohnung an. Eligias Angehörige trafen auf die Sanitäter, die vergeblich um das Leben der Frau kämpften. Als Eligias Eltern das Schlafzimmer betraten, flüsterte Patricia, dass die Frau offenbar tot sei.
Es wurde beschlossen, sie auf eine Trage zu legen und in die nächste Notaufnahme zu bringen. Das war das Krankenhaus, in dem Patricia und Elijah arbeiteten. Obwohl die Frau für tot erklärt worden war, konnte das Kind noch gerettet werden. Hier wurde in einem Notfallverfahren ein Operationssaal eingerichtet, um das Kind zu entbinden. Die Angehörigen der Verstorbenen begaben sich ebenfalls ins Krankenhaus. Sie warteten im Flur auf Neuigkeiten. Christian war der Einzige, der nicht mitgefahren war. Auf alle Fragen hin erklärte er, dass er später kommen würde, weil er die Wohnung in Ordnung bringen müsse. Als das Baby schließlich per Kaiserschnitt aus dem Körper der Mutter geholt wurde, war auch es bereits verstorben. Das Kind hatte zu lange unter Sauerstoffmangel gelitten. Etwa eine halbe Stunde später traf Christian ein. Man teilte ihm sofort mit, dass beide gestorben waren. Man erwartete, dass dies eine sehr schwere Nachricht für ihn sein würde und dass er Tränen, Schock oder zumindest Trauer zeigen würde. Stattdessen reagierte er völlig gefasst und ungewöhnlich kühl. Das war nun noch seltsamer als sein Wunsch, in der Wohnung zu bleiben, um aufzuräumen. Eligias Familie bemerkte sofort, dass er mit genau derselben Gleichgültigkeit und Gelassenheit angerufen hatte, als er ihnen mitteilte, dass Elijah bewusstlos sei. Später bestätigte auch der Rettungsdienstmitarbeiter diesen ruhigen Erzählstil. Allerdings war dies zu diesem Zeitpunkt nicht der entscheidende Punkt. Jetzt konzentrierten sich die Experten darauf zu verstehen, warum es bei der jungen schwangeren Frau zu einem Herzstillstand gekommen war. Nach einer gründlichen Untersuchung von Eligias Körper wurde bei ihr ein Aneurysma am Halsansatz festgestellt und etwas weiter oben, am Hinterkopf, waren zahlreiche Blutergüsse und ein großes violettes Hämatom zu sehen. Außerdem fiel die seltsame Wahl ihrer Kleidung auf. Zusätzlich zu dem Pyjama, den die Frau vor dem Schlafengehen angezogen hatte, trug sie einen Rollkragenpullover. Das schien unpassend, wenn man sich schlafen legen wollte. Christian bat eindringlich darum, die Leichen seiner Frau und seiner Tochter so schnell wie möglich einzuäschern. Er war der Meinung, dass eine normale Beerdigungszeremonie unangemessen sei, da ihre Leichen beschädigt waren. Dies wurde ihm jedoch verweigert, da der Vorfall untersucht wurde. Unmittelbar nach dem Tod der Frau trafen Mitarbeiter der Strafverfolgungsbehörden im Krankenhaus ein. Nach der Analyse des Vorfalls begannen die Ermittler mit der Überprüfung und Untersuchung. Allerdings wurde zunächst die Ärztin Patricia, die in die Wohnung gekommen war und angeblich falsche Erste Hilfe geleistet hatte, für den Tod der Frau und des ungeborenen Mädchens verantwortlich gemacht. Man versuchte auch die Ärztin, die den Kaiserschnitt in der Klinik durchgeführt hatte, zur Verantwortung zu ziehen. Natürlich war der Tod der jungen Frau im 8. Monat ihrer Schwangerschaft in allen Zeitungen der Stadt zu lesen. Die Schlagzeilen waren voller Vorwürfe gegen die Ärzte wegen Fahrlässigkeit und unprofessionellem Handeln. Christian unterstützte diese Version bereitwillig. Der Mann reichte sogar eine Beschwerde ein und erklärte, dass die Rettungskräfte nicht alle notwendigen Maßnahmen ergriffen hätten, um seiner Frau und seiner Tochter zu helfen. Die Ermittler konzentrierten sich sofort auf die Sammlung von Informationen. Sie forderten medizinische Unterlagen und Dokumente an, um zu verstehen, ob wirklich eine Verzögerung oder Inkompetenz seitens der Ärzte vorlag. Christian behauptete, dass er 3 Anrufe beim Rettungsdienst getätigt habe, nachdem es seiner Frau schlecht geworden war. Allerdings erhielt er erst auf den letzten Anruf eine Antwort. Dadurch ging zu viel wertvolle Zeit verloren. Während die Ermittler die Situation untersuchten, fand die Trauerfeier statt. Hunderte von Menschen, denen das Schicksal der jungen Frau und ihres ungeborenen Kindes am Herzen lag, nahmen daran teil. Alle waren von dieser Tragödie tief betroffen. Nur Christian Leonardi schien unberührt. Er erzählte allen, dass er einfach nicht mehr weinen könne. Tatsächlich hatte niemand jemals Tränen bei ihm gesehen, als er um seine geliebte Frau und Tochter trauerte. Die Version mit der Fahrlässigkeit der Ärzte war immer noch die vorherrschende, aber einer der Ermittler beschloss, dem Ehemann des Opfers, der ihm verdächtig vorkam, mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Er begann damit, sich mit der Geschichte ihrer Beziehung vertraut zu machen. Elijah und Christian hatten sich schon in jungen Jahren in Syracuse kennengelernt, waren aber lange Zeit nur Bekannte und Freunde gewesen. Beide kannten sich seit ihrer Kindheit und waren Nachbarn. Die Familien Adita und Leonardi waren befreundet. Als sie sich im Erwachsenenalter entschlossen, eine Beziehung einzugehen, beschrieb Elijah ihn sofort als die einzige Liebe ihres Lebens. Für sie war das jedoch nichts Ungewöhnliches, da sie sich immer mit ganzem Herzen in alles stürzte, was sie interessierte. Obwohl bis zur Verlobung ganze 8 Jahre vergingen, gaben die Eltern der jungen Leute ihnen schnell ihren Segen.
Christian wurde als anständiger, sehr zuverlässiger und ruhiger junger Mann beschrieben. Er hatte gute Manieren. Die Familie betrieb Landwirtschaft. Der junge Mann half ständig dabei und schien sehr geschäftstüchtig zu sein. Eligia war familienorientiert, verbrachte ihre Zeit lieber zu Hause mit ihren Lieben und bewältigte mühelos die alltäglichen Aufgaben. Allerdings war nicht alles so rosig. Kurz nach der Verlobung begann die junge Frau zu vermuten, dass Christian vielleicht doch nicht die so gute Wahl war. Sie begann sich bei ihren Verwandten und Freunden zu beschweren, dass er ziemlich faul sei, einen unsicheren Arbeitsplatz habe und ziemlich aufbrausend sei. Der Mann ließ nicht lange auf sich warten und zeigte seine dunkle Seite. An einem Sonntag, als die Familien Ardita und Leonardi ein gemeinsames Treffen veranstalteten, versammelten sie sich auf einem Landgut. Dort waren Dutzende von Menschen, Onkel, Tanten, Cousins und Cousinen. Sie alle tranken, spielten Brettspiele und unterhielten sich einfach. Christian schloss sich einem dieser Spiele an, da er dem aufdringlichen Gespräch mit Eligias Schwester Luisa entkommen wollte. Sie hatte an diesem Tag zu viel Alkohol getrunken und begann, Christian wegen seiner Probleme bei der Arbeit aufdringlich Vorwürfe zu machen. Plötzlich, mitten im Spiel, griff er nach einer Axt und schlug in ihre Richtung aus. Alle erschraken und versuchten, den Mann zu beruhigen. Später rechtfertigte Christian sein Verhalten damit, dass Eligias Schwester zu sehr versucht habe, seine Gefühle zu verletzen. Deshalb habe er sein Temperament nicht unter Kontrolle gehabt, auch wegen des Alkohols. Dabei hatte bis zu diesem Moment noch niemand gesehen, dass der Mann so reagierte, selbst wenn die Witze nicht besonders gelungen waren. Nach diesem Sonntagabend sprach die Familie getrennt mit Eligia. Die Mutter bestand darauf, dass Christian überhaupt nicht geeignet sei, eine Beziehung und eine Familie mit ihm aufzubauen. Die junge Frau war jedoch der Meinung, dass das alles nur ein Zufall gewesen sei. Ihre Schwester Luisa habe tatsächlich übertrieben. Christian hatte zu dieser Zeit tatsächlich ernsthafte Probleme mit seiner Arbeit. Er war wegen dieser Misserfolge sehr aufgebracht, hatte gerade eine harte Arbeitswoche hinter sich und statt sich auszuruhen, wurde er unter Druck gesetzt. Als Luisa ihn mehrmals als Versager bezeichnete, war das zu viel. Eligia unterstützte ihren Geliebten, aber alle anderen waren über sein Verhalten beunruhigt. Einige Monate nach der Hochzeit waren vergangen, alles verlief wie gewohnt. Die Frau absolvierte zu dieser Zeit eine Ausbildung zur Krankenschwester. Sie hatte viele Jahre gebraucht, um eine medizinische Ausbildung zu absolvieren. Eligia stand jeden Tag um 5 Uhr morgens auf, um vor dem Unterricht einen Nebenjob zu machen. Sie half ihrem Onkel, der eine Reinigungsfirma besaß, und putzte Büros. So konnte sie ihr Studium finanzieren und hatte auch noch etwas Geld für ihre Ausgaben übrig. Eligia war immer voller Energie, ließ sich von keinen Schwierigkeiten aufhalten und war immer in Bewegung. Sie hatte ein schnelles Lebenstempo. Sie gab niemals auf. Doch als ihre Beziehung mit Christian begann, änderte sich alles. Es schien, als würde er ihr Steine in den Weg legen. Eines Tages stand für Eligia eine Reise in eine andere Stadt an, wo sie ihre Semesterarbeit vorstellen sollte. Das war ein wichtiger Schritt für ihre Ausbildung, aber ihr Mann war dagegen. Die Reise bedeutete, dass sie einen Tag lang weg sein und irgendwo mit ihren Kommilitonen übernachten würde. Das machte ihn eifersüchtig. Trotz seiner Unzufriedenheit fuhr sie zu der Reise und verteidigte ihre Arbeit. Dort unterhielt sie sich die ganze Nacht mit ihren Freundinnen und teilte ihnen ihre Befürchtung mit, dass Christian vielleicht nicht der richtige Mann für sie sei. Dennoch war sie weiterhin entschlossen, alles wieder in Ordnung zu bringen. Sie glaubte, dass sie nach ihrem Abschluss mehr Zeit haben würde, um ihre Beziehung zu festigen und dass sich alles zum Guten wenden würde. Nach ihrem Abschluss und ihrer Hochzeit beschloss Eligia, dass sie sich endlich auf familiäre Angelegenheiten konzentrieren könne. Sie glaubte aufrichtig, dass ihr Streben nach einer höheren Bildung ihrer Beziehung geschadet haben könnte. Die Frau glaubte an Christian und hoffte, dass er ein guter Ehemann und Vater für ihre Kinder werden würde. Trotz aller Bemühungen wurden die Angehörigen des Paares nur davon überzeugt, dass Christian nicht der Richtige war. Die Frau begann zu vermuten, dass das Problem nicht bei ihr lag. Ihr Auserwählter war faul, im Gegensatz zu der energischen und aktiven Frau, und schien zu nichts zu taugen. Selbst als dies offensichtlich wurde, beschloss Eligia, sich nicht darauf zu versteifen und arbeitete weiter fleißig daran, ihre Karriere aufzubauen. Ziemlich schnell fand sie eine Stelle als Krankenschwester, wurde dann aber entlassen und war erneut arbeitslos. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die junge Familie aufgrund finanzieller Schwierigkeiten in einer schweren Krise. Auch Christian hatte keine Arbeit. Der Mann schlug sich mit Sozialhilfe und seltenen Gelegenheitsjobs durch.
Seine Frau war die erste, die aus diesem Teufelskreis ausbrach, als sie eine Stelle in einem Krankenhaus in Syracuse bekam. Anstatt seine Frau zu unterstützen, auf deren schwachen Schultern nun das gesamte Familienbudget lastete, empfand ihr Mann Neid und Wut. Es war für alle offensichtlich, dass er den Erfolg ihrer Anstellung nur schwer akzeptieren konnte, da er selbst immer noch erfolglos war und es nirgendwo länger als ein paar Monate aushielt. Christian war erwartungsgemäß von sich selbst enttäuscht. Einige Monate nach der Registrierung der Ehe fand der Mann eine Stelle als Wachmann. Es war eine Notlösung, um wenigstens etwas zu verdienen. Er musste eine weitere Enttäuschung überwinden, da er seinen neuen Arbeitsplatz nicht mochte. Eligia hingegen etablierte sich in der Klinik. Sie stand bei ihren Vorgesetzten in hohem Ansehen und glaubte, dass dies ein guter Start für ihre Karriere sein könnte. Als es ihr gelang, ihre finanzielle Situation zu stabilisieren, begann sie darüber nachzudenken, ein Kind zu bekommen. Vielleicht würde dies ihre Ehe stärken und Christian zuverlässiger und verantwortungsbewusster machen. Etwa ein Jahr nach der Hochzeit erfuhr Eligia, dass sie schwanger war. Christian schien von dieser Nachricht nicht weniger begeistert zu sein. Zu dieser Zeit kündigte er erneut seinen Job, bezog wieder Arbeitslosengeld und half von Zeit zu Zeit dem Onkel von Eligia, der eine eigene Reinigungsfirma hatte. Er hieß Agatino. Der Mann fand regelmäßig Arbeit für Christian, aber all das endete systematisch schlecht. Nach ein paar Monaten kündigte er wieder. Meistens kam es dabei zu Konflikten. Allmählich begriff Agatino, dass es an Christian lag. Er machte dessen Faulheit und schwierigen Charakter dafür verantwortlich. Auch zwischen ihnen kam es zu Konflikten. Der Mann begann sich zu entfernen, was Eligia sehr betrübte. Agatino wollte zu Recht seine Zeit nicht in diesen talentlosen Menschen investieren. Aus diesem Grund nahm seine Beteiligung an der Verwaltung der Finanzen der jungen Familie sowie des Haushalts immer mehr ab. Seine Frau bewältigte alle ihr übertragenen Aufgaben hervorragend. Im Grunde genommen zog die Frau alles alleine durch und versorgte die Familie. Schon zu dieser Zeit fragten sich viele, warum sie sich und ihre Zeit immer noch für diesen Mann aufopferte. Schließlich kam Eligia selbst diese Frage in den Sinn. Sie bemerkte, dass ihr Mann kein Interesse an einer Schwangerschaft hatte. Es schien, als könne er überhaupt kein guter Vater sein, wie sie es sich erhofft hatte. Nun entfernten sich die Eheleute immer mehr voneinander. Christian verbrachte seine gesamte Freizeit mit Freunden. Mal ging er angeln, mal spielte er Karten, mal ging er einfach in eine Bar, um etwas zu trinken. Eligia wollte ihm nicht wie einem Kind hinterherlaufen. Ihre Aufmerksamkeit galt ganz dem zukünftigen Baby. Alle, die sie gut kannten, wussten, dass sie sich viel besser verwirklichen konnte, als ihre Zeit mit Christian zu verschwenden. Allerdings wollte sie nun nicht, dass das Kind in einer unvollständigen Familie zur Welt kam. Agatino und die ganze Familie Ardita waren schockiert, als Christians kaltes und seltsames Verhalten auch nach dem Tod seiner Frau und seiner Tochter anhielt. Für Eligias Familie war dieses tragische Ereignis sehr traumatisch. Die Eltern der verstorbenen Frau wollten Gerechtigkeit und wandten sich jeden Tag an die Polizei, um neue Informationen über den Fall ihrer Tochter zu erhalten. Jedes Mal, wenn sie Christian begegneten, waren Mutter und Vater erstaunt, wie ruhig und gleichgültig er war. Sie quälte der Gedanke, dass ein Mann, der ihre Tochter wirklich geliebt hätte, sich nach dem Geschehenen nicht so verhalten könnte. Es dauerte nicht einmal einen Monat, bis eine andere Frau im Haus ihres Schwiegersohnes auftauchte. Dies löste noch mehr Hass gegenüber Christian aus. Dabei traf er sich weiterhin regelmäßig mit den Verwandten seiner verstorbenen Frau. Sie aßen sogar zusammen zu Abend. Nach diesen Ereignissen wurde er jedoch an einen separaten Tisch gesetzt und die Beziehungen wurden immer kälter. Dann wurde ein letzter verzweifelter Versuch unternommen, die Freundschaft wiederherzustellen, aber Christian lieferte eine echte Performance ab. Zum Geburtstag seines Schwiegervaters kam er mit einer großen, speziell angefertigten Torte. Dabei erschien sein Aussehen, gelinde gesagt, allen seltsam. Es handelte sich um ein Konditoreiprodukt in Form eines männlichen Geschlechtsteils mit der Aufschrift »Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag«. Natürlich wurde dies nicht als gelungener Scherz, sondern eher als Spott aufgefasst. Denn die Familie Ardita litt immer noch sehr unter dem Verlust von Eligia. Als man all dies vor dem Hintergrund von Christians lächelndem Gesicht sah, wollte man diesen Kuchen eher wegwerfen, als darüber zu lachen. Nach diesem Vorfall wurden die Ergebnisse der Autopsie von Eligia bekannt gegeben. Wie sich herausstellte, starb sie daran, dass ihr normaler Würgereflex nicht funktionierte.
Nach Ansicht des Gerichtsmediziners war der Ausfall dieser Funktion eine Folge einer Schädel-Hirn-Verletzung. Es wurden zahlreiche Blutergüsse und ein großes Hämatom am Hinterkopf festgestellt. Die Lokalisation war so, dass die Ärzte bei der ersten Hilfe diese Verletzungen einfach nicht verursachen konnten. Das Einzige, was sie taten, war, den Körper der Frau, die bereits keine Lebenszeichen mehr zeigte, zu bewegen. Nun wurde vermutet, dass Elijah vor ihrem Tod geschlagen worden war, was ihre Atemfunktion beeinträchtigte. Aufgrund des erlittenen Schädel-Hirntraumas begann die Frau sich zu übergeben. Sie erstickte an ihrem Erbrochenen, da sie es einfach nicht aushusten konnte. Die Eltern der Verstorbenen verstanden sofort, dass nur Christian daran beteiligt sein konnte. Eligias Vater kam sofort zu ihm, um ihm Vorwürfe zu machen, und beschuldigte ihn des Mordes, woraufhin sein Schwiegersohn behauptete, dass Elijah selbst oder die Ärzte schuld seien. Er bestritt, seine Frau vor ihrem Tod berührt zu haben. Der Vater konnte nichts erreichen, weshalb er sich nach dem Treffen zur Carabinieri-Station begab. Nun hörten die Ermittler dem Vater des Opfers zu und richteten ihre Aufmerksamkeit auf Christian. Er war der einzige Mensch, mit dem sie bis zum Eintreffen der Rettungskräfte zusammen gewesen war. Als die Carabinieri den Witwer trafen und ihm ihre Vermutungen mitteilten, wiederholte er die Geschichte, die er Eligias Vater erzählt hatte. Er behauptete die ganze Zeit, dass er keine Ahnung habe, woher die blauen Flecken am Hinterkopf seiner Frau stammten, und bestand darauf, dass er sie nicht verursacht haben könne und sie überhaupt nie geschlagen habe. Die Strafverfolgungsbehörden hatten tatsächlich keine Aufzeichnungen über Beschwerden wegen häuslicher Gewalt, und niemand hatte jemals gesehen, dass Elijah von ihrem Mann geschlagen worden war. Am 18. September 2015, 8 Monate nach der Tragödie, kamen Polizisten mit einem Durchsuchungsbefehl zum Haus. Sie beschlossen, das Schlafzimmer auf Blutspuren und andere biologische Spuren zu untersuchen. Für diese Aufgabe wurde Luminol verwendet. Hier konnten ohne Schwierigkeiten Flecken und Spritzer entdeckt werden, jedoch kein Blut, sondern Erbrochenes. Einige der Flecken sahen ziemlich seltsam aus, als wären sie im Raum verteilt worden. Dies war die Folge eines Angriffs und einer Schlägerei. Christian gestand nicht und verlangte einen Anwalt. Der Mann sprach viel mit ihm. Nach Abwägung der Akten schlug der Verteidiger vor, die Schuld zuzugeben und freiwillig alles zu erzählen. Dies würde eine mildere Strafe ermöglichen. Auch Christians Bruder sprach viel mit ihm darüber. Er war eine große Stütze. Er unterstützte den Rat des Anwalts bereitwillig. Christian erzählte beiden dieselbe Version. Er behauptete, keine Ahnung zu haben, woher die Schädel-Hirnverletzungen seiner Frau stammen könnten. Er bestand darauf, unschuldig zu sein. Allerdings hatten die Worte seines Anwalts und seines Bruders einen erheblichen Einfluss auf ihn. Am Morgen des 19. September 2015 begab sich Christian zur Carabinieri, um ein Geständnis abzulegen. Er erzählte, dass Elijah am 19. Januar sowohl einen Arzt als auch Verwandte besucht hatte und daher sehr müde war. Am Abend beobachtete er, wie seine Frau diese Hektik genoss und gespannt auf die Geburt des Kindes wartete. Er selbst teilte diesen Wunsch nicht, da er schon lange unter der mangelnden Aufmerksamkeit seiner Frau litt. Um sich zu entspannen, wollte Christian zu Freunden gehen und in einer Bar etwas trinken. Die Frau war dagegen und erklärte, dass sie jeden Moment gebären könnte. Sie war im 8. Monat schwanger und hatte daher Angst, allein zu bleiben. Sie brauchte Unterstützung. Aber Christian kümmerte das alles nicht besonders. Er wollte gehen, und das Verhalten des Mannes provozierte einen Konflikt. Elijah konnte sich nicht zurückhalten und sagte alles, was sich während ihrer Beziehung angestaut hatte. Sie erklärte, dass ihr Mann ein Versager sei, niemals einen Job finden würde, nicht in der Lage sei, für die Familie zu sorgen und dass sie alle Aufgaben viel besser bewältige als er. Obwohl Christian ein Mann ist, trafen ihn dieser Ausbruch von Aggression und die Flut unangenehmer Worte tief. Der Ehemann stieß sie gegen die Wand, sie schlug mit dem Kopf hart auf, fiel zu Boden und verlor das Bewusstsein. Christian bemerkte das nicht. Er war immer noch wütend. Er stürzte sich auf sie, drückte ihr Mund und Nase zu und blockierte so ihre Atemwege. Er behauptete, er habe nur wollen, dass sie still sei, aber er ahnte nicht, dass seine Frau aufgrund des Aufpralls auf die Wand stark erbrechen musste. Die Hand auf ihrem Gesicht verhinderte, dass alles herauskam. Laut dem Gutachten des Gerichtsmediziners versagte der Hustenreflex der Frau, sodass sie an ihrem eigenen Erbrochenen erstickte. Er war der Ansicht, dass die Störung auf eine erlittene Schädel-Hirnverletzung zurückzuführen war.
Christian beruhigte sich und bemerkte erst dann, dass seine Frau trotz des verschlossenen Mundes und der verschlossenen Nase nicht einmal versuchte, sich zu wehren. Er nahm seine Hand weg und sah, dass sie nicht atmete. Er holte nicht sofort Hilfe, sondern dachte, seine Frau würde nur so tun, als ob. Stattdessen begann Christian, die Spuren des Angriffs zu beseitigen und zog seiner Frau einen Pullover mit hohem Kragen an, um die Blutergüsse an ihrem Hals zu verbergen. Er glaubte, dass alles in Ordnung mit ihr sein würde und sicherte sich für den Fall der Ankunft der Polizei ab. All dies nahm ziemlich viel Zeit in Anspruch, während der Elijah weiterhin bewusstlos war und ihr Mann nicht versuchte, ihr zu helfen. Nach Christians Angaben rief er den Krankenwagen etwas weniger als eine Stunde nach dem Konflikt. Natürlich starben in dieser Zeit sowohl seine Frau als auch das ungeborene Kind. Während dieses freiwilligen Geständnisses und der anschließenden Verhöre fiel den Carabinieri auf, dass Christian keinerlei Reue für das Geschehene zeigte. Er erzählte alles nur widerwillig. Er wiederholte einfach immer wieder dieselbe Geschichte, als würde er sie von einem Blatt Papier ablesen. Der Mann zeigte keinerlei Gewissensbisse, nicht einmal Bedauern über den Tod des kleinen Mädchens. Ihn beschäftigte nur eine Frage: Welche Strafe würde ihn erwarten? Seinem Geständnis zufolge lag seine Frau mindestens eine Stunde lang auf dem Boden, bevor sie Hilfe erhielt. Nach dem Gutachten des Gerichtsmediziners starb sie nicht an einem Schädel-Hirntrauma. Hätte man der Schwangeren sofort geholfen, hätte man zumindest das Kind retten können. Anstatt den Rettungsdienst zu rufen, verbrachte Christian die ganze Zeit damit, die Spuren seines Angriffs zu beseitigen. Nach seinem Geständnis wurde der Mörder festgenommen, was für die Familie Ardita eine große Erleichterung war. Keiner von ihnen war überrascht, dass dieser Mann an der Tragödie beteiligt war. Der Prozess begann 2018. Dabei verzichtete Christian Leonardi auf seinen Anwalt und nahm sich einen neuen. Nach ein paar Wochen hinter Gittern widerrief er sein Geständnis und erklärte, dass er Elijah in Wirklichkeit nicht getötet und sie überhaupt nie geschlagen habe. Er beharrte darauf, dass er das Geständnis nur abgelegt habe, weil sein vorheriger Anwalt Druck auf ihn ausgeübt und ihn gezwungen habe, die Schuld für etwas auf sich zu nehmen, das er nicht getan habe. Dieser Verteidiger war überzeugt, dass sich die Verdächtigungen der Polizei ausschließlich auf Christian bezogen. All dies wurde durch Beweise untermauert, wenn auch nur durch Indizien. Der Angeklagte wollte nicht, dass seine Mutter und sein Vater mit ansehen mussten, wie ihr Sohn verhaftet und direkt aus dem Haus abgeführt wurde. Deshalb begab er sich freiwillig zur Polizeistation. Nun bestand er darauf, dass er sein falsches Geständnis für einen großen Fehler hielt. Er wollte die damit verbundene Strafe vermeiden, da er unschuldig war. Christians neuer Anwalt bemerkte sofort, dass die Wiederbelebungsmaßnahmen in der Wohnung, in der das Opfer gefunden wurde, etwa eine halbe Stunde gedauert hatten. Dabei behaupteten die Ärzte, die Elijah in das medizinische Zentrum gebracht hatten, dass sie von Anfang an tot gewesen sei. Dann stellte sich die Frage, warum man so lange versucht hatte, sie wieder zu beleben, wenn es doch sinnlos war. Wie kamen die Blutergüsse auf der Brust der Frau zustande, die beim Versuch, ihr Herz wieder zum Schlagen zu bringen, entstanden waren? Wenn sie tot gewesen wäre, hätten sie einfach nicht entstehen können. Die Untersuchung stellte auch die Schlussfolgerung in Frage, dass die Kopfverletzung Erbrechen verursacht haben könnte, da sie nicht so schwerwiegend und gefährlich war. Der Anwalt wies darauf hin, dass auch hypostatische Flecken auf dem Körper des Babys zu sehen waren. Diese hätten nicht entstehen können, wenn sie im Mutterleib gestorben wäre. All diese Schlussfolgerungen untergruben die Version der Anklage. Sie bestätigten eindeutig, dass Christian nicht am Tod seiner Frau beteiligt gewesen sein konnte. Allerdings war auch die Staatsanwaltschaft gut vorbereitet. Sie stützte sich auf Spuren, die im Zimmer gefunden worden waren, sowie auf das seltsame und provokative Verhalten des verwitweten Mannes. Sie fuhr fort, die Schuld des Witwers zu beweisen. Trotz verzweifelter Versuche, sich zu verteidigen, gab der Richter der Staatsanwaltschaft recht. Christian Leonardi wurde für schuldig befunden und anschließend zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Mann und sein Anwalt waren mit dem Urteil unzufrieden und versuchten, es anzufechten. Die nachfolgenden Gerichte bestätigten jedoch das Urteil. Nach der Prüfung des Falles durch das Berufungs- und Kassationsgericht befindet sich der Mann im Gefängnis. Sein Anwalt legte fast sofort erneut Berufung ein, jedoch ohne Erfolg. Während der Mörder auf die Prüfung seiner Berufung wartete, schrieb er seinen berühmten Brief an eine lokale Zeitung. Darin erklärte der Verurteilte, dass man ihm nicht erlaubt habe, sich zu äußern und seine Version der Ereignisse darzulegen.
Dabei hatte er tatsächlich Argumente, die seine Schuld widerlegten. Christian erklärte, dass er Eligia und seine Tochter nicht weniger geliebt habe als alle anderen. Er hält es für ungerecht, dass er für etwas im Gefängnis sitzen muss, das er nicht begangen hat. Die Kontroversen um diese tragischen Todesfälle reißen bis heute nicht ab. Dank der überzeugenden Argumente seines Anwalts hat Christian bis heute Unterstützer. Die Familie Ardita glaubt ihm jedoch nicht. Sie sind der Meinung, dass der Täter seine gerechte Strafe erhalten hat. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.